So, eine neue Folge Jung und Naiv. Ich habe einen neuen Gast, beziehungsweise ein altes Gesicht. Wer bist du nochmal? Ich bin Daniel Gerlach. Daniel, was machst du so? Ich bin Orientalist, manche sagen Nahostexperte, Historiker, Chefredakteur eines Magazins, das heißt Zenit. Aha. Ich schreibe Bücher über den Nahen Osten und leite eine Organisation, die heißt Candid Foundation. Okay, alle, die sich fragen, was du so alles machst, warum du das machst, das haben wir in Folge 775 letztes Jahr schon erzählt. Und wir haben uns gedacht, jetzt ist gerade Krieg im Nahen Osten, im Mittleren Osten oder in Westasien, wie andere sagen. Darum bist du jetzt nochmal hier. Ja, du hast mir damals gesagt, ich sollte nochmal wiederkommen, über Syrien sprechen. Dabei hatten wir damals, glaube ich, schon 3,5 Stunden gesprochen. Ja. Aber wir waren noch nicht fertig mit einem. Jetzt ist aber gerade eine andere Weltlage. Vielleicht musst du wegen Syrien noch mal in einem halben Jahr wiederkommen. Hat dich der Ausbruch, der Angriffskrieg der USA und Israel jetzt überrascht vor ein paar Wochen? Nee, hat es mich nicht. Es war ja auch, erfolgte auch mit Ankündigungen. Und ich habe auch eine Reise eine Woche vorher, ich hatte eigentlich 2 Wochen vorher schon damit gerechnet, in den Nahen Osten abgesagt, was ich sonst nie mache. Okay. Weil ich einen wichtigen anderen Termin hier hatte und dann einfach befürchtet habe, ich hätte jetzt keine Sorge, irgendwie in Mitleidenschaft gezogen zu werden, aber dann einfach nicht da wegzukommen. Und dann hat sich das so hochgeschaukelt. Ich gehörte allerdings auch noch zu denjenigen, die bis zum Ende geglaubt haben, dass man das auch noch verhindern könnte. Wirklich? Aber das war nicht der Fall. Warum hast du geglaubt, dass man das verhindern kann? Es scheint ja irgendwie so zu sein, es gab ja diese amerikanischen, iranischen Verhandlungen und ich glaube, der omanische Außenminister hatte dann auch, glaube ich, einen Tag vorm Ausbruch auch nochmal darüber berichtet, Ja. wo die Iraner offenbar sehr massive Zugeständnisse noch gemacht hatten und dann schien das ja so zu sein, wie die Amerikaner sich das vorgestellt hatten. Und dann ist es trotzdem passiert. Ja, genau. Aufgrund dieser Situation bin ich auch der Ansicht gewesen, dass man das noch hätte verhindern können. Aufgrund der massiven Schäden und Nachteile, die wir jetzt erleben, die ja insbesondere die Staaten der Region betreffen, in denen auch die amerikanische Führung, Trump selber, große Interessen verfolgen. Und ich denke, das war nicht der Grund für diesen Angriff, aber ich glaube, so bestimmte auch innenpolitische Konstellationen in beiden Ländern, in Israel und in den USA, haben auch dazu beigetragen, letztendlich dann ihn diese Entscheidung treffen zu lassen. Obwohl das innerhalb des Weißen Hauses, auch innerhalb so der Nahost-Berater oder der Leute, die ihn umgeben, die seine Verhandlungen da im Nahen Osten geführt haben, durchaus umstritten war, ob man das jetzt macht oder nicht. Aber am Ende ist es halt dann dazu gekommen und es war, denke ich, nicht so, dass Trump das immer schon entschieden hatte. Ich habe auch mit amerikanischen Fachleuten, einem kürzlich pensionierten Berater des Verteidigungsministeriums darüber lange gesprochen und der meinte, selbst wir können es nicht sagen. Wir können beobachten, was passiert, aber wir können nicht in den Kopf dieses Mannes gucken, denn das, was jetzt gerade passiert, das hat mit keiner vorherigen US-Administration irgendwas zu tun, inklusive Trump 1. Warum? Weil das Verhalten, die Psychologie, die Entscheidungen, die er trifft, nicht mit dem übereinstimmen, wie er da in seiner ersten Amtszeit Politik gemacht hat. Und wenn amerikanische Fachleute, die wirklich so aus dem Inneren des Apparats kommen, das sagen, dann hört man natürlich zu. Ich hatte auch den Eindruck, dass in den Golfstaaten da durchaus noch ein gewisser Optimismus war, nicht nur bei den Omanern oder Omanis, sondern auch bei den Kataris, auch bei den Saudis, bei den Türken, dass man diese Situation noch abwenden könnte. Und das war, glaube ich, auch eine große Sorge, beispielsweise bei Netanyahu, dass die Stimmen dieser Mächte gewichtiger sein könnten als seine eigene. Na, am Anfang des Ausbruchs habe ich irgendwie gehört, die Saudis hätten auch quasi gesagt, macht mal. Das hat sich jetzt irgendwie auch nicht mehr bestätigt, oder? Na, es gab erstmal eine Meldung der Washington Post, Ja. also der gegenüber das geleakt worden sein soll, dass Saudi-Arabien insgeheim, obwohl sie offiziell gegen einen Krieg wären, die Amerikaner dazu gepusht hätten. Und jetzt gab es nochmal einen Leak, der in der New York Times wiedergegeben wurde, was so in die gleiche Richtung ging. Ich halte das nicht für plausibel und ich glaube, man sollte auch sehr vorsichtig sein. Jetzt nichts gegen die Washington Post, aber die haben ihr ganzes ihr halbes internationales Team rausgeworfen, ihre gesamte Nahostkompetenz innerhalb von wenigen Tagen gefeuert. Die Interessen des Eigentümers von der Washington Post, Bezos, sind, glaube ich, auch transparent geworden in letzter Zeit. Also, dass er sich tatsächlich sehr an Trump heranschmeißt. Ja. Und das trägt natürlich auch nicht gerade in so einer sensiblen Situation zur Glaubwürdigkeit einer Zeitung bei, wenn dann sowas geleakt wird aus dem Weißen Haus. Und ich glaube auch dieser Mechanismus, was früher war,
was auch immer aus dem Weißen Haus geleakt wird an so Intelligence, ist dann trotzdem irgendwie glaubwürdig. Wenn man sich überlegt, wie Trump und seine Leute bestimmte Aussagen wahrnehmen und wie sie wiedergeben, was sie behaupten, wer ihnen irgendwas gesagt hätte, da ist das Verhältnis zur Realität ja ein sehr subjektives. Und was wohl schon der Fall gewesen ist, dass der Botschafter der Saudi-Arabiens in Washington irgendwann mal gesagt hat, wir sind dagegen, aber wenn ihr einen Krieg führt, dann müsst ihr ihn richtig führen und nicht einfach anfangen und uns dann mit dem Chaos da zurücklassen. Und ich glaube, das wurde dann interpretiert als eine Ansage oder als eine Unterstützung, insbesondere in der Zeit, in der ja sehr viel Kritik auch geübt wurde, weil die Golfstaaten so hart betroffen sind. Das alles heißt nicht, dass sowas nicht möglich ist. Wir sehen immer wieder, und damit beschäftige ich mich ja viel, dass die Staaten der Region sehr schnell in der Lage sind, von einer Strategie auf die andere umzuschwenken, weil sie das einfach so gewohnt sind, wenn sie in der Schusslinie sind, dass sie ihre Interessen hedgen müssen. Und das führt zu einer sehr komplexen strategischen Gemengelage und auch zu einer gewissen, naja, sag mal, Lässigkeit im Umgang mit Prinzipien. Ich meine, wir können gleich nachher nochmal über die geopolitischen Implikationen reden, weil das erinnert mich gerade, was wir letztes Mal gesprochen haben, da warst du ein bisschen vorsichtig, so die hegemoniale Situation in der Region, ne, Saudis, Israel und so weiter. Aber lass uns nur noch mal kurz bei Israel weitermachen, weil da war ja auch interessant, nachdem die Amerikaner jeden Tag offenbar andere Gründe genannt haben, warum sie jetzt angegriffen haben. Einmal wegen den Protesten und der Niederschlagung der Proteste, dann wegen dem angeblichen Atomprogramm, was ja vom omanischen Außenminister ja schon quasi gekillt wurde einen Tag vorher. Dann nochmal 5 andere Gründe und dann, so hat sich das die letzten Tage zumindest verdichtet, dass Rubio und auch Teile von der Trump-Administration gesagt haben, naja, eigentlich die Israelis haben uns dazu gedrängt und wir haben eigentlich einen Präventivschlag gemacht, um dem Präventivschlag der Israelis zuvorzukommen. Oder dem Präventivschlag der Iraner. Das gab es ja auch noch, diese Erklärung, dass möglicherweise Iran in dem Wissen, dass man einen Angriff nicht mehr vermeiden kann, dann als erstes zuschlägt. Also da gab es verschiedene Geschichten. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch geworden. Ich war die ganze Zeit skeptisch, aber sehr hellhörig geworden, als Rubio dann plötzlich anfing, kurz vorher noch mit iranischen Interkontinentalraketen zu argumentieren und zu sagen, naja, Achtung, Achtung, diese Raketen, die Iraner da entwickeln, die können auch bald, oder die können schon Amerika bedrohen direkt. Weil das ist dann immer so, also wenn es darum geht, nochmal einen Grund zu finden, warum Amerika unmittelbar militärisch bedroht ist, dann ist das so der letzte Schritt. Ich glaube tatsächlich auch wenn sich Trump nicht in irgendeiner Form rechenschaftspflichtig fühlt, ist es schon so, auch eine Administration wie seine muss zeigen, bevor man Krieg führt, dass man versucht hat zu verhandeln. Und deswegen war ja die Sorge auch durchaus, dass die Amerikaner diese ganzen Verhandlungen nur so führen, um eine große Show abzuziehen, um dann nachher sagen zu können, seht ihr, wir haben es versucht, aber wir mussten leider zur Ultima Ratio greifen. Der Zeitpunkt des Angriffs, das hat ja verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite war natürlich also die innenpolitische Dimension, die bevorstehenden Midterms in den USA, die katastrophalen, die Zollpolitik Trumps, diese Schlappe, die er da vom Supreme Court bekommen hat, die Epstein-Files, all diese Geschichten, die natürlich in irgendeiner Form, denke ich schon, ihn auch dazu etwas mehr trigger-happy gemacht haben, also etwas mehr bereit zum Risiko. Aber abgesehen davon, vorher hätte man auch gar nicht in dieser Form angreifen können, weil natürlich die Militärs dann schon sagen, wenn wir jetzt mit den 3, 4 Militärschiffen, die wir da haben und den, weiß nicht, 60 Marschflugkörpern angreifen, dann verschießen wir das, aber dann können wir nicht reagieren, wenn die Iraner dann ihren Teil einlösen, den sie angekündigt haben. Deswegen musste man natürlich diese Flugzeugträger und all das in Stellung bringen. Damals, als Trump im Januar gesagt hat, hier, liebe iranische Protestbewegung, wir decken euch, wenn das iranische Regime auf euch schießt, dann sind wir locked and loaded. Das waren sie de facto nicht. Das heißt, sie hatten die militärische Option nicht, Iran in dieser Form anzugreifen. Dann mussten sie einen Flugzeugträger ins Mittelmeer bringen, um auch Israel abzudecken, um hinter das Ziel zu kommen, weil es dann leichter ist, die Raketen abzufangen. Man musste den Rotmeerraum und vor allem den Persischen Golf eben mit entsprechenden Flugzeugträgern aufrüsten und dann hatte man die Option zuzuschlagen und dann ging es ins Detail. Dann gab es plötzlich solche Nachrichten, dass man nicht nur, was hätte ja eine Drohgebärde sein können, dass man zum Beispiel Flugzeuge verlegt hat, die abgestürzte Piloten suchen, also solche spezielle Einsatzgeräte, die einfach nicht nur dazu da sind, um eine Drohkulisse aufzubauen, sondern tatsächlich auch für die Operation eingesetzt werden. Und dann
verdichteten sich tatsächlich die Zeichen, dass auf jeden Fall ein ganz konkreter Angriffsplan vorliegt. Warum man dann an diesem speziellen Tag zugeschlagen hat, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Israelis die Gelegenheit gesehen haben, diesen ersten Angriff zu machen. Und die Israelis haben ja auch die ersten eher waghalsigen und riskanten Operationen geflogen in den iranischen Luftraum rein, wo es durchaus noch eine iranische Flugabwehr gab, wo die Amerikaner wahrscheinlich gesagt hätten, dieses Risiko gehen wir nicht ein. Ich habe irgendwie eine Story von der Obama-Administration, ein Vertreter, der auch schon mal gesagt hat, die Israelis haben das immer wieder gemacht, quasi uns gesagt, naja, also wir greifen jetzt morgen an und wenn ihr nicht dabei seid, dann gibt es Israel nicht mehr oder so weiter. Und Obama und die Administration hat sich davon nicht beeindrucken lassen und die Israelis haben es aber nicht durchgezogen. Und was ich jetzt gehört habe, du weißt es vielleicht besser, im Grunde haben die Israelis das jetzt schon wieder gemacht und Trump hat sich darauf eingelassen. Ja, das ist plausibel. Das ist plausibel. Also ich glaube, diese intensive Reisediplomatie, die Netanyahu da betrieben hat, diesen persönlichen Zugang, den er zu Trump hatte, er hat wirklich eine einfache Rechnung aufgemacht. Wer hat jetzt mehr Einfluss? Ich oder die Golfstaaten oder die Türken oder Erdogan oder all diese Mächte, die sagen bloß nicht. Und die Wette hat Netanyahu gewonnen. Aber ich glaube, da spielt eine psychologische Dimension auch eine Rolle. Ich habe das schon mal irgendwo in einem Interview gesagt, der geht wirklich wir machen ja alle so Trump-Psychologie. Das ist eigentlich kein Fachgebiet für Nahostexperten, aber irgendwie machen es ja alle. Also müssen wir da auch ein bisschen was von mitnehmen. Wenn Netanyahu sagt, du pass mal auf, du und ich, wir sind aus anderem Holz geschnitzt als diese ganzen Flaschen, die uns umgeben und die vorher immer gesagt haben, nein, inklusive Netanyahu selbst, ja, der früher auch gesagt hat, das Risiko gehe ich lieber nicht ein. Er wollte, na gut, klar, Netanyahu war ja eigentlich eher risikoavers und hat ja in seinen vorherigen Amtszeiten zwar immer von der iranischen Bedrohung gesprochen, aber den letzten Schritt ist er ja nicht gegangen. Er hat gesagt, na gut, wenn die Amerikaner nicht mitmachen, machen wir es alleine, aber er hat es dann am Ende nicht gemacht. Also auch seine Logik war ja die Vermeidung eigentlich einer direkten militärischen Auseinandersetzung mit Iran, auch wenn er das Gegenteil gesagt hat. Hat er nicht am ersten Tag gleich gesagt, darauf hat er jetzt 40 Jahre lang gewartet oder so? Entschuldigung, ich rede jetzt von den Netanyahu ist ja einer der nach dem Tod von Khamenei, glaube ich, der Politiker, der Staatslenker, der am längsten jetzt im Geschäft ist im Nahen Osten. Also seit den 90er Jahren immer wieder, nicht durchgehend, aber immer wieder an die Macht gekommen ist und in vorherigen Regierungen, die Netanyahu geführt hat, hat er immer das Thema Iran auf die Agenda gebracht, aber er hat nie den Schritt gewagt, tatsächlich militärische Angriffe auf Iran zu fliegen, schon gar nicht ohne Unterstützung der Amerikaner. Und jetzt völlig andere Situation. Ich glaube, in diesem Moment sind beide Politiker der Ansicht, wir haben eine historische Chance, wir lassen uns jetzt nicht zurückhalten von irgendwelchen Bedenkenträgern, wir sind größer als die anderen und können in dieser Situation, wo sie auch von allen Seiten auch ständig unter Druck geraten sind, auch nicht mehr unterscheiden zwischen ihren persönlichen Interessen, ihrer persönlichen Mission und den Interessen ihres Landes. Und ich glaube, das hat am Ende bei Trump gezogen. Ich hatte einen New York Times Bericht mir nochmal rausgesucht, kam auch ein paar Tage nach dem Beginn des Angriffskriegs raus, wo die Israelis nochmal kurz vor Beginn der Trump und so weiter gesagt haben, hört mal zu, wir haben hier eine Info, die habt ihr bisher noch nicht gehabt. Wir wissen, wo der oberste Führer Khamenei an diesem Samstagmorgen, also kurz nach dem Beginn des Angriffskriegs, sein wird. Und die New York Times hatte das so geschildert, im Grunde wollten die Israelis Trump sagen, ey, wir können das so machen wie in Venezuela am 3. Januar. Ihr geht kurz rein, schnappt euch oder tötet den jeweiligen Präsidenten und dann wird das Regime von alleine fallen. Und weil das in Venezuela irgendwie geklappt hat, also aus Sicht von Trump, Maduro entführen und dann quasi da eine freundlichere Person an die Macht setzen, haben die Israelis gesagt, okay, hier, das können wir beim Iran auch machen. Die sind so schwach. Also natürlich, es gibt alle möglichen Varianten und Propaganda und vielleicht auch Möglichkeiten so des Messagings. Das war jetzt jeweils auch ein Leak aus dem Weißen Haus, ja. Ich kann mir das nicht vorstellen. Okay. Aber irgendwann werden wir es vielleicht erfahren, aber ich kann mir das nicht vorstellen, denn die Israelis hatten schon eine sehr klare Analyse und haben eine sehr klare Analyse, glaube ich, davon, wie dieses iranische Regime funktioniert. Dass so ein Enthauptungsschlag
oder so eine Entführung wie in Venezuela eine abwegige Vorstellung war in Iran. Es kann natürlich sein, dass man, wenn das zutrifft, dass man den Amerikanern sagen wollte, guck mal, das wird eine einfache Partie. Das wäre möglich, aber dass irgendjemand in Israel daran geglaubt hätte, dass man so eine Operation durchführen könnte in Iran, halte ich für abwegig. Und wenn wir uns auch anschauen, mit welcher Systematik die militärischen Ziele abgearbeitet werden, sowohl von Israel als auch von den USA, dann ist das eine Operation, die sehr, sehr lange geplant ist. Nochmal, wenn man sagt, sowas ist lange geplant, heißt das nicht, dass man die Absicht hat, unbedingt das durchzuführen, aber dass man zumindest darauf vorbereitet ist. Denn man weiß ja sehr genau, welche Ziele man angreift, welche Ziele man dann wieder angreift. Das wird ja alles im Grunde wie so ein Zielschießen nacheinander abgearbeitet, arbeitsteilig. Und insofern auch mit relativ geringen eigenen Verlusten. Insofern glaube ich nicht, dass man das gemacht hat. Aber der Zusammenhang zu Venezuela ist ein interessanter. Weil nämlich was die europäische und überhaupt die internationale Reaktion betrifft. Wenn du dir überlegst, wenn das so gelaufen wäre, also Venezuela haben ja auch eigentlich alle gesagt, um Gottes Willen, das kann man nicht machen, das ist ein Völkerrechtsbruch. Aber außer die Bundesregierung, ja. Ja, aber so, das war schon die Haltung. Aber aber es war dann ja schnell vorbei. Es hat relativ wenig Opfer gekostet. Es war eine erfolgreiche Operation und Mund abwischen, weitermachen. Da hat man rückwirkend auch gesagt, gut, dann ist es ja jetzt endlich auch die Sache wert gewesen, so einen kleinen Völkerrechtsbruch oder auch einen gravierenden Völkerrechtsbruch zu begehen, weil das Ziel ja irgendwie legitim war und die Sache einigermaßen gut gelaufen ist. In der politischen Abwägung hätte man das bei Iran wahrscheinlich auch getan. Die Sache ist nur, es lag ja völlig klar auf dem Tisch, wie die iranische Reaktion sein würde, weil die Iraner haben es ja gesagt. Die Golfstaaten haben es ja gesagt, was passieren würde. Sämtliche Fachleute auf Konferenzen, Thinktanker, Journalisten, die sich mit der Region beschäftigen, haben es gesagt, was die Folgen sind. Also es kann jetzt niemand sagen, wir sind überrascht von der Bedeutung der Straße von Hormuz und von den Folgen, die dieser Krieg für die Weltwirtschaft hat, denn das war ja ganz klar die Drohkulisse. Und da geht natürlich dann die Diskussion los, auch bei den Realpolitikern, wenn das nicht gut läuft und wenn das nicht effizient umgesetzt wird, dann ist vielleicht auch was mit dem Ziel nicht in Ordnung. Und wenn du hier dann Politiker hast, die immer noch sagen, naja, die kurzfristigen Verwerfungen und wirtschaftlichen Nachteile, die nehmen wir jetzt in Kauf, weil die Chance, das iranische Regime loszuwerden, ist größer, dann siehst du ungefähr, wie das wahrscheinlich sich jetzt dann verändern wird, je nachdem, wie dieser Krieg läuft. Müssen wir die Ölperspektive außen vor lassen? Über Venezuela, größten Ölvorkommen der Welt, laut Berichten. Da haben sie einen Regime-Change hinbekommen. Iran, glaube ich, drittgrößte Erdölvorkommen der Welt. Spielt das eine Rolle? Ja, natürlich also für die Amerikaner? Natürlich spielt das eine Rolle. Okay. Die Frage ist, was für eine Rolle, genau. Bei Venezuela, wie gesagt, ich bin kein Lateinamerika-Experte, ich versuche mich aus der Diskussion rauszuhalten, inwiefern das wirklich ein Regime-Change gewesen ist, Maduro zu entführen. Ob das venezolanische Regime sich jetzt dadurch gravierend verändert hat, ist da nochmal eine andere Diskussion. Aber Trump hat ja offensiv davon gesprochen, wir holen uns das Öl jetzt. So, und bei Iran haben nicht offensiv davon gesprochen. Bei Iran ist dann auch natürlich eine Frage, das ist eine andere Hemisphäre, das ist nicht der Vorgarten der Amerikaner. Holt man sich jetzt einfach dieses Öl? Braucht man dieses Öl? Ich hatte eher die Analyse, dass der Ölaspekt, ist auch ein Aspekt dieses Konflikts, eher damit zu tun hat, dass man die günstige Ölversorgung der Chinesen aus dem Golf beschränken wollte. Ja. Und da war auch eigentlich anfänglich meine Analyse, dass ich dachte, wenn die Amerikaner loslegen, vielleicht werden sie dann nicht mit voller militärischer Gewalt angreifen, sondern sie würden zum Beispiel erstmal iranische Tanker aufbringen und abfangen, die unterwegs nach China sind. Das wäre eigentlich so eine Trumpsche Logik gewesen, die mir plausibler erschien. Aber die hat natürlich auch nicht eingepreist, dass die USA und die Israelis Seite an Seite in diesen Krieg eintreten würden und die Israelis nun wirklich andere Interessen haben als die iranischen Ölexporte. Das interessiert Israel überhaupt nicht. Weil
weil Israel andere geopolitische Prioritäten hat als die Amerikaner. Also ich habe jetzt noch nie gehört, dass die israelischen Sicherheitsfachleute sagen, ach Donnerwetter, wenn wir da irgendwie ein pro-israelisches Regime an die Macht bringen, dann bekommen wir günstig Öl. Also dieses Kalkül, Israel hat importiert Öl, aber Israel hat auch eine eigene Energieversorgung. Israel beutet Gas im Mittelmeer aus. Also insofern sind diese energiepolitischen Fragen da nicht so gravierend. Ich meine, im Zweifelsfall ist der steigende Ölpreis eher nachteilig für die Israelis. Für Amerika ist es das zwar auch, aber die amerikanischen Ölkonzerne, die dann gesagt haben, naja, wir können ja auch vielleicht was kompensieren, was am Markt fehlt, die profitieren davon im Zweifelsfall genauso wie die Rüstungskonzerne. Denn das, was da jetzt gerade verschossen wird, die Milliarden, die da verschossen werden, die werden natürlich irgendwann auch wieder nachbestellt. Falls ihr Fragen habt zu dem ganzen Aspekt Iran-Krieg, Libanon, Gaza und so weiter, her damit. Hans kommt am Ende. Hast du jetzt eigentlich mehr zu tun die letzten Tage? Ja. Als jemals zuvor. Ich habe dich noch nicht so oft medial Ja, das hast du damals auch schon gesagt. Du guckst ja anscheinend kein Fern. ab und zu aber du schon. liest immerhin Bücher, gute Bücher, wie ich sehe. Es ist, ja, ich hab mehr zu tun. Allerdings ist es ja auch meine freie Entscheidung, ob ich jetzt beispielsweise so viele Medienanfragen annehme und mich dazu jetzt äußere. Und ich merke auch, das ist immer das Problem, wenn du viel Output generierst, viel redest, viel analysierst und viel kommentierst, dann musst du aufpassen, dass du mindestens doppelt so viel auch wieder Intake hast und und analysierst, dich hinsetzt, die Sachen ausgeruht betrachtest. Was ich viel mache, ist, mich mit anderen Fachleuten auszutauschen, Theorien zu prüfen. Auch ich mache mir auch die Mühe, wenn ich sehe, was ein Kollege von mir in irgendeiner Sendung gesagt hat, dass ich dann manchmal mit dem telefoniere und sage, warum siehst du das so? Also heute arbeiten Nahostexperten sogenannte ja im Schwarm und kooperativ. Also wer jetzt alleine durch die Gegend zieht und glaubt, er würde diese Situation komplett überblicken, bei allem, was jeden Tag an neuen Faktoren hinzukommt, bei allen weltwirtschaftlichen Aspekten, wo wir keine Fachleute sind, aber die wir zumindest verstehen müssen, das ist völlig hoffnungslos. Wie informierst du dich? Also du guckst jetzt wahrscheinlich nicht nur deutsche Nachrichten und so weiter. Nein, ich gucke nicht nur deutsche Nachrichten. Aber ich gucke durchaus auch manchmal so serielles Fernsehen. Also ich schaue mir auch Nachrichtenkanäle an, was amerikanische Kanäle, arabische, auf türkische berichten, beziehungsweise dann beim türkischen Fall die englischsprachigen, weil ich kein Türkisch spreche, um einfach ein bisschen zu schauen, was sind die Prioritäten bei den verschiedenen, was für Messages werden gesendet. Ich lese viel. Habe ich glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, Printabonnent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich lese die Süddeutsche, ich lese den Spiegel und ich lese verschiedene arabische Medien. Was ich nicht so viel mache, ist so auf Social Media mich zu informieren. Aber auch das gehört natürlich irgendwie dazu. Und Al Jazeera und sowas? Al Jazeera natürlich auch, klar. Ja. Es ist wirklich sehr interessant, weil natürlich Al Jazeera vertritt ja bestimmte Positionen und bestimmte Interessen, aber du hattest zum Beispiel heute oder gestern ein Op-Ed von einem Al Jazeera-Autoren, der in Doha an einem Institut forscht oder unterrichtet. Er meinte, Leute, ich bin nicht für diesen Krieg, aber das, was die Amerikaner und die Israelis da machen, das folgt einer Strategie, das ist überhaupt nicht planlos und diese Strategie ist erfolgreich. Ja, also auch solche Stimmen hörst du dann, jetzt gerade zum Libanon natürlich aktuell. Die Libanesen haben tolle Journalisten, gute Presse, auch eine sehr, sehr sachliche Presse zum Teil. Und da schaue ich auch viel drauf. Musst du deine Live-Tour eigentlich verschieben? Ich hatte gesehen, 25. März, du machst irgendein Programm, wird wahrscheinlich nicht Comedy sein oder so? Nein, das ist keine Comedy. Worum geht's? Sind wir schon bei der Werbepause. Danke, dass ich das mal erklären kann, was ich mache. Ja, ich mache eine Live-Tour. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Die Kunst des Friedens, eine andere Geschichte des Nahen Ostens. Und da versuche ich ein bisschen mal auf die Region zu schauen aus der Perspektive derjenigen, die seit 3000 Jahren versuchen, die Region zu ordnen, Frieden zu stiften und Kriege zu vermeiden. Und da gibt es einige interessante Beispiele dafür und auch eine eigene Mentalität und eigene Strategien, die sich dabei herausgebildet haben. Und ich gehe auf eine Tour, das wird so eine Art Mischung aus History-Show, Buchlesung, aber auch Diskussion mit dem Publikum, wo ich versuche, die aktuelle Lage zu entschlüsseln, aber auch eine historische Perspektive zu vermitteln. Und am 25.03. geht's los in Hamburg. Die Vorstellung ist leider ausverkauft.
Also was heißt leider, aber da gibt es jetzt keine Karten mehr für. Aber am 31.03. sind wir in München und ich habe dann auch immer Moderatoren, Gäste, Leute, mit denen ich gerne über das Thema diskutiere. In München wird das Nathalie Amiri sein. Und dann geht es weiter in Berlin, Köln, Hannover und vielleicht machen wir dann noch eine zweite Staffel. Mal gucken. Wie suchst du da die Gäste aus? Ja, das sind zum Beispiel Leute, mit denen ich mich oft austausche oder bei denen ich den Eindruck habe, dass sie auch eine persönliche Affinität zu der Region haben und sich mit der Region beschäftigen, auch emotional beschäftigen. Denn ich möchte ja nicht nur da sitzen und irgendwie so wie vor einem Risikospiel analysieren, was da so mit verdeckten und offenen Karten läuft, sondern auch betonen, dass mir diese Region wichtig ist. Ich beschäftige mich seit über 25 Jahren damit. Und deswegen lade ich auch Leute ein, die selber irgendwie nicht nur einen analytischen Blick auf die Region haben, sondern auch Empathie. Wann ist Berlin? Wann muss ich da hinkommen? Am 28.04. im Heimathafen Neukölln. Würde mich sehr freuen. Schreibe ich mir mal auf, falls ich eine Karte bekomme. Gestern nicht auch zu Springer Medien? Fragen die dich an? Ja, Springer Medien. Früher öfter mal vorgekommen. In letzter Zeit nicht mehr so. Aber ich kriege ab und zu mal so Anfragen ja, für O-Töne und Machst du das? Quotes und sowas. Ich hatte eine Sache gesehen, musste dich fragen, weil das ist mittlerweile alles weg. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, am 8. März bei Welt im Fernsehen gab es so ein 8. Ding. März war Weltfrauentag, oder? Da hat Philipp Palmann-Engel so eine Kolumne offenbar im Fernsehen gehabt. Und er hatte unter anderem dich herausgestellt, Christian Hellberg und Sophie von der Tann, und hat live im Fernsehen gesagt, auch die halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge in Bezug auf deine Arbeit. So wie bisher kann es mit der Desinformation bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht weitergehen, schon gar nicht mit unseren Milliarden Euro an Gebühren. Du, Daniel, bist ein sogenannter Nahostexperte und ideologisch sehr, sehr nah dran am Regime im Iran Ja. und an dem Schurkenstaat in Katar. Jedenfalls viel, viel näher dran als an unseren freiheitlichen Werten in Deutschland. Und du bist falsch und unsauber. Das hat dann auch die Jüdische Allgemeine nochmal geteilt. Auf YouTube ist der Clip mittlerweile nicht mehr zu finden. Und auf der Webseite, auf der ich gestern war und mir das nochmal angehört habe und runtergeschrieben habe, die ist heute gelöscht worden. Das habe ich habe auch bei ein paar Springer-Kollegen angerufen, die sagen, das ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Weißt du, was da passiert ist? Ich habe das mit der Kolumne mitbekommen, ja. Ich meine, das ist infam, wird er erzählt. Ja, das ist abwegig und auch ziemlich ehrverletzend. Ja. Aber Was hast du was möchtest gemacht? wissen, warum ich glaube, dass die das gelöscht haben? Na, ich habe was gehört, was passiert sein soll, aber ich will erst mal deine Version hören. Hast du dich ja gemeldet bei Springer oder so weiter? Also ich würde erst mal davon ausgehen, dass es auch bei Springer Leute gibt, die einigermaßen Anstand und Sachverstand haben Meinst du? und unterscheiden können, ob jemand eine kontroverse Meinung vertritt oder ihre Medien missbraucht, um irgendwie Leute mit Dreck zu bewerfen. Und vielleicht auch unterscheiden können, ob das journalistische Formate sind, die sie da promoten wollen oder ob Leute halt einfach irgendwelche durchgeknallten Aussagen machen, die sie nicht begründen, um einfach mal auf den Tisch zu hauen. Und ob das möglicherweise auch für die Reputation der Medien von Axel Springer schädlich sein könnte. Ich hatte irgendwie eine Quelle gehabt, dass irgendwie jemand bei Döpfner angerufen hat und der dafür gesorgt hat, dass es jetzt weg ist. Hast du da was gehört? Nee. Also ob jemand bei Döpfner angerufen hat, deswegen. Ich habe gehört, Matthias Döpfner mischt sich nicht in die redaktionellen Inhalte. Aber du hast dich jetzt nicht bei Springer, weiß ich du hast dich nicht. jetzt nicht bei Springer gemeldet. Das kann schon sein, dass ich mich bei Springer gemeldet habe, aber dass ich Matthias Döpfner deswegen angerufen hätte, das ist auch nicht korrekt. Auf jeden Fall. Aber du, die Sache ist jetzt ja. Ja. Ne, es war mir auf jeden Fall nur aufgefallen. Und wie gestern noch der, glaube ich, deutschsprachige IDF-Sprecher hat sich auch sehr gefreut, dass wir heute hier miteinander reden. Da denke ich mir nicht immer, wenn die sich so sehr aufregen über quasi Thematisierung dieses Iran-Kriegs und auch eine kritische Sicht darauf, dann müssen sie sich ihrer Sache ja sehr unsicher sein, oder? Weil wer quasi sehr überzeugt ist von dem ganzen Kram, was man da macht, den kann ja nicht stören, was da irgendwelche komischen Medien in Deutschland Also, dass berichten. jetzt die IDF sich dafür interessiert, was wir beide hier diskutieren,
Ja, aber auf Glaube jeden ich Fall so ehrlich gesagt die Israel-Ultras regen sich schon sehr auf und diffamieren ja alle Du, möglichen Leute. es gibt in diesem Milieu eine ganze Menge verkrachter Existenzen, die meinen, dass sie besonders viel Aufmerksamkeit dadurch bekommen, dass sie besonders beleidigend und besonders unverfroren auftreten. Da kann man sich dann entscheiden, ob man dagegen irgendwie juristisch vorgehen möchte, ob man das einfach so hinnimmt oder akzeptiert, ob man mit den Leuten das Gespräch sucht. Sollte man noch das Gespräch suchen? Von Fall zu Fall unterschiedlich, ja. Das mache ich auch manchmal. Wirklich? Ja. Aber nicht öffentlich. Also was ich jetzt nicht mache, ist oft, wenn irgendjemand in sozialen Medien mich wegen irgendwas angreift oder beschimpft, ist denn es sind wirklich so justiziable Falschaussagen oder Unterstellungen, falsche Verdächtigungen oder sonst was. Aber ansonsten, nee, ich führe jetzt keine Diskussionen in sozialen Medien, weil ich auch einfach die Zeit dafür nicht habe. Aber es kommt schon vor, dass ich bei Leuten, von denen ich den Eindruck habe, das sind natürliche Personen, die jetzt nicht irgendwie aus der anonymen Jauchegrube einbewerfen, sondern die wirklich existieren real, dass ich mich bei den Leuten melde und sie mal frage, wie sie eigentlich dazu kommen und auch mich zu erkennen gebe, dass ich das mitbekomme. Und dann ist es oft so, dass Menschen, wenn sie feststellen, dass sie persönlich angesprochen werden und nicht aus der Menge irgendwie grölen, dann, dass sie sich dann auch anders verhalten. Also ich finde grundsätzlich gerade bei dieser Thematik, also ich bin da jetzt kein Akteur, kein Protagonist, ich bin auch nicht wichtig. Und insofern ist es schwierig, immer damit professionell umzugehen, aber es gibt auch noch Menschen, die das ganz anders abbekommen und die auch persönlich davon betroffen sind. Ja, aber ich habe schon den Eindruck, dass gerade Stimmen, die sich tatsächlich auskennen und die quasi unabhängige Stimmen sind in der deutschen Medienlandschaft, so wie du, Christine und so weiter, die bekommst du dann schon am meisten ab, weil sie vielleicht tatsächlich gut sind. Nee, das glaube ich exakt nicht. Also ich glaube, die Menschen verändern sich auch in dem Maße, wie sie angegriffen werden. Das ist auch eine Beobachtung im Diskurs. Da muss man gegen gefeit sein, muss man vorsichtig sein. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es, wenn du Jude bist, wenn du Muslim bist, wenn du Frau bist, wenn man dir unterstellt, du seist emotional involviert oder nicht objektiv oder sonst was, sofort kriegst du eine ganz andere Aggressivität zu spüren. Als Menschen, die, sagen wir, nicht nur eine Glaubwürdigkeit haben, sondern auch entsprechende persönliche Beziehungen, das Vertrauen von Leuten genießen, die Entscheidungen treffen und die im Zweifelsfall auch beispielsweise im Journalismus schon unterscheiden können eben zwischen irgendwelchen Krakelern und Menschen, die seriös sind. Es ist immer richtig, mir hat neulich mal jemand gesagt, eine Reputation, die baut man jahrelang auf und man kann sie innerhalb eines Thilo Jung-Interviews verlieren. Ja. Aber was soll's? Ich meine, wir bewegen uns in der Öffentlichkeit und das ist letztendlich ja auch ein Stück weit unsere Entscheidung, inwiefern wir uns dem aussetzen. Es gibt tatsächlich eine Beobachtung, du sagst, seriöse Leute werden besonders angegriffen. Ich möchte jetzt nicht beurteilen, wer jetzt seriös ist und wer nicht. Ich glaube, auch unseriöse Leute werden sehr viel angegriffen. Aber mir ist aufgefallen, im vergangenen Herbst haben wir als Organisation eine Kooperationsveranstaltung oder waren unterstützend tätig bei einer Veranstaltung der israelischen Zeitung Haaretz. Mhm. Und seit wir uns mit Haaretz zusammengetan haben, sind die Attacken und die Angriffe von Leuten, die von sich glauben und behaupten, sie würden irgendwie die israelische Sache vertreten, gezielter geworden. Es werden Sachen in irgendwelchen Chatgruppen verteilt, wo auch wohl Bundestagsabgeordnete mitlesen, Diffamationen und Unterstellungen, von wem wir finanziert würden und so weiter. Das ist mir schon aufgefallen, aber ich versuche immer, die ganze Diskussion nicht ins Persönliche abgleiten zu lassen, aber trotzdem auf dem Schirm zu haben, wer was behauptet und mit welcher Absicht. Was hat es mit dieser Feindmarkierung, insbesondere Katar, auf sich? Das habe ich jetzt auch vor ein paar Monaten selber mitbekommen. Ich war auch mal letztes Jahr auf so einem Panel, organisiert von so einem arabischen Kulturverein, in der katarischen Botschaft, mit einem Springer-Kollegen, moderiert von einem Al Jazeera-Typen, kurz am 7. Oktober, wo ich dann auch auf der Bühne Al Jazeera kritisiert habe für die Hamas-Nähe und die katarische Unterstützung für Hamas. Da wurde dann draus gemacht, ich werde von den Kataris finanziert und so weiter.
Ja, das ist so eine Trope. Das ist Und bei dir aber auch, ne? Was hat es damit auf sich? Nee, das ist so ein Propaganda. Also ich werde nicht von den Kataris finanziert. Ja. Vielleicht, um das mal klarzustellen. Ich werde auch sonst von keinem Staat finanziert. Wir auch nicht. Ich habe mal gesagt hier schon, dass ich Projekte mache mit meiner Organisation, die von der Europäischen Union und von Deutschland und von verschiedenen Ministerien, öffentlichen, privaten Gebern finanziert werden. Das sind Projektförderungen. Ich bekomme kein Geld von irgendeiner Macht aus dem Nahen Osten und schon gar nicht dafür, dass ich irgendwelche Meinungen vertrete. Aber dieses Argument, jemand würde von Katar finanziert, das ist so eine typische Trope, dem Versuch der Diskreditierung, weil es tatsächlich ja auch verschiedene PR-Agenturen gibt, die von verschiedenen östlichen Staaten finanziert werden. Aber wenn man dann, also mir hat das jetzt noch niemand ins Gesicht gesagt, diese Unterstellung, sonst würde ich das entweder klarstellen oder denjenigen entsprechend auch juristisch dafür in Anspruch nehmen. Aber sowas kommt vor, klar. Bleiben wir mal bei der deutschen Sicht. Hat dich quasi die mediale und politische Reaktion auf den Angriffskrieg überrascht? Hat sich ja auch ein bisschen gewandelt jetzt die letzten 2 Wochen? Ja, die haben mich überrascht und also das ist immer so eine Frage. Nee, eigentlich hat es mich nicht überrascht, muss ich zugeben. Aber sie war trotzdem überraschend. Sie war eigentlich nicht ganz rational, weil man hätte sich darauf also auf dieses Szenario konnte man sich ja präzise vorbereiten. Mhm. Und es gibt ja in unseren Ministerien, in anderen europäischen Ministerien Fachleute, die das wissen. Und zwar nicht so wenige. Die sitzen in den Botschaften, die sitzen aber auch bei uns zum Beispiel im Planungsstab. Die wissen genau, was passiert, wenn das und das eintrifft, was sind die Szenarien. Mhm. Wirtschaftlich, aber auch in der Kommunikation. Ja? Also wie kann man darauf reagieren, wie muss man darauf reagieren? Und das war tatsächlich kurios, wie die europäischen Staaten, auch Deutschland, darauf reagiert haben. Es gab so eine E3-Erklärung zu Frankreich, Großbritannien und Deutschland, aber man hätte ja eigentlich... Sehr unterstützend am Anfang, glaube ich. Ja, muss ich doch sagen. Das zahlte dann wieder ein bisschen auf diesen Begriff der Drecksarbeit ein, natürlich, der im März ja seitdem auch immer vorgehalten wird. Aber das sagte ich ja gerade eingangs. Wenn die Sache irgendwie schnell abgelaufen wäre, dann hätte man wahrscheinlich noch ein Auge zugedrückt und hätte gesagt, so wie der Außenminister Wadefull neulich sinngemäß meinte, ein Schurkenregime wie Iran darf kein Völkerrecht für sich in Anspruch nehmen. Darauf wollte ich gerade gleich nochmal hinkommen, ja. Also das Gegenteil ist natürlich der Fall, aber... Das hat er gerade Sonntag gesagt, ja, das ist ein bisschen bedauerlich, aber trotzdem, man weiß ja, was er meint. Trotzdem ist die Reaktion der Bundesregierung ziemlich disparat gewesen und auch der anderen europäischen Staaten. Ich glaube schon, man hätte vorher den Amerikanern deutlich sagen müssen, das ernst nehmen müssen, sagen müssen, das sind die Konsequenzen für uns, deswegen sind wir dagegen. Auch wenn wir das iranische Regime nicht unterstützen und uns auch wünschen, dass die Situation und dass sich die politischen Verhältnisse in Iran ändern. Aber mit diesem Vorgehen sind wir nicht einverstanden. Und für den Fall, dass es dann passiert, eben entsprechende Vorkehrungen treffen, auch in der Kommunikation, um auch der Bevölkerung und den Akteuren der Region auch eine gewisse Sicherheit zu geben. Auch beispielsweise gegenüber den Staaten, die jetzt unmittelbar in Mitleidenschaft getroffen werden. Das sind ja nicht nur die Golfstaaten, das sind ja auch andere in der Region, das sind auch Staaten in Asien. Und da wird natürlich, wenn Deutschland den Eindruck erweckt, dass wir nicht nur flexibel mit Völkerrecht umgehen, sondern dass wir auch nicht so richtig wissen, wie unsere Interessenlage ist und auch nicht zuverlässig sind und berechenbar, dann glaube ich, ist das tatsächlich längerfristig eher ein Problem. Das muss man jetzt wieder ausbürsten. Aber das ist nicht nur bei Deutschland so, sondern auch bei anderen europäischen Staaten. Ich meine, was auffällig ist, weil der Kontrast dann halt so klar ist, wie das mit der spanischen Reaktion zum Beispiel war. Also daran kann man jetzt ganz gut sehen, ne? Französisch, großbritannisch, britische und deutsche. Ich hatte übrigens, ich habe eine Quelle hier in Berlin, und darum, vielleicht weißt du das viel besser, dass die Amerikaner 1 oder 2 Tage bevor es losging, an dieser Nacht von Freitag auf Samstag, hat quasi Trump hier in Berlin im Kanzleramt, im Élysée-Palast und an der Downing Street verlauten lassen, wir machen das jetzt und wir erwarten von euch, dass ihr da nicht gegen seid, dass ihr euch quasi öffentlich dahinter stellt, weil das wird nur ein paar Tage dauern und wenn ihr das nicht macht, ziehen wir NATO aus Europa ab und dann seid ihr blank und so weiter. Das war quasi eine knallharte Drohung. Wo hast du diese Quelle? Habe ich eine Quelle hier aus dem Regierungsviertel. Okay.
Ich habe leider nicht zwei, darum wollte ich wissen, vielleicht weißt du es wo ich besser. jetzt die zweite Quelle sein kann, weil ich auch zufällig in der Nähe vom Regierungsviertel bin. Nein. Ja, du bist besser vertraut. Ich glaube, dass so wurde es mir zumindest berichtet, dass nicht die Amerikaner, sondern die Israelis die Deutschen informiert haben über diesen Angriff. Und zwar in dem Moment, als die Maschinen in der Luft waren. Okay. Also das tatsächlich, man kann mal sagen, das ist jetzt eine Frage der Interpretation, ist damit der konkrete Angriff gemeint oder haben die Amerikaner einfach gesagt, wir wollen das jetzt machen und bitte seid jetzt nicht dagegen? Nee, die Amis haben, also was ich gehört habe, haben eingefordert, dass die Frankreich, Großbritannien und Deutschland sich quasi dahinter stellen, was passiert ist. Und den Amerikanern quasi nicht in den Rücken fallen, so wie das jetzt ja interpretiert wird, jetzt 2 Wochen später, wo ja selbst auch die Deutschen sagen, oh Gott, ja, da machen wir jetzt aber nicht mit, das ist nicht unser Krieg und so weiter. Hast du nicht gehört? Mag sein, nein. Habe ich nicht gehört. Was mir aufgefallen ist am Anfang, erster Tag, auch deutsche Medien haben zuerst von einem Präventivschlag geredet, was natürlich auch wieder so die amerikanisch-israelische Brille unterstützt. Was mir auffällt, und das ist halt auch der große Kontrast jetzt zum russischen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine, da wird quasi frei raus, völlig zu Recht, immer wieder völkerrechtswidriger Angriffskrieg gesagt. Das passiert jetzt, wenn die Amerikaner und die Israelis das machen, nicht. Also die Bundesregierung spricht weder von völkerrechtswidrig noch vom Angriffskrieg. Ist auch interessant, ne? Das ist, glaube ich, wieder knüpft daran an, was ich eingangs sagte, zu dem Verhältnis oder zum Vergleich Venezuela und Iran. Was die europäischen, nicht nur die Deutschen, die europäischen Politiker insgesamt, glaube ich, so unter Realpolitik verstehen, mit wenigen Ausnahmen. Und das ist, wir finden die Sache irgendwie, das Anliegen finden wir legitim, die Mittel sind völkerrechtswidrig, aber wenn es irgendwie gut geht, dann sind wir bei der Völkerrechtsfrage eben auch mal flexibel. Und dann sagt man, wir können ja eh nichts gegen die Amerikaner machen. Ja, also ich glaube, für März war das auch so eine Abwägung, abgesehen davon, dass man davon eigentlich nicht überrascht werden konnte, aber wenn ihr, also so hat er nicht gesagt, aber so interpretiere ich das Verhalten, auch so die Stimmung in Brüssel, wo ich neulich war, wenn ihr uns bei der Ukraine nicht im Stich lasst, dann werden wir uns bei Iran nicht dazwischenwerfen, schon gar nicht für ein Regime, das wir ablehnen und wo es durchaus eine Bedrohungslage gibt, auch wenn die jetzt anders als die Israelis und die Amerikaner in dem Moment behauptet hatten, nicht akut war. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass offensichtlich man sowohl bei Iran in die andere Richtung geguckt hat, als auch jetzt feststellt, dass das Ganze auch sehr, sehr negative Folgen für die europäische Machtposition der Ukraine hat gegenüber Russland. Und auch das ist eigentlich eine relativ simple Rechnung, die man aufmachen könnte. Du hast eben die spanische Position angesprochen. Ich beschäftige mich im Rahmen unserer Arbeit sehr intensiv mit den verschiedenen europäischen Positionen zum Nahostkonflikt zu Israel und Palästina. Und das Ganze hat natürlich auch nochmal in den europäischen Staaten eine starke innenpolitische Komponente. Nicht nur in den USA. Und für Sanchez ist tatsächlich die Positionierung hier gegen die israelische Politik, aber auch insbesondere gegen diesen Krieg der Amerikaner, auch eine Frage der innenpolitischen Mobilisierung. Die Regierung Sanchez ist sehr unter Druck. Es gibt in Spanien auch eine starke öffentliche Meinung dazu. Und das ist in anderen europäischen Staaten natürlich anders. Ne? Es gibt Staaten, wo man mit beispielsweise bei uns immer noch mit Außenpolitik eigentlich nicht wirklich punkten kann. Ich vermute, aufgrund der gravierenden Folgen, die wir erleben, wird das ein großes, böses Erwachen geben bei den Parteien, weil wir werden feststellen, dass das auch Wahlergebnisse beeinträchtigen kann, insbesondere wenn die Mehrheitsverhältnisse so knapp sind. Aber derzeit berichten die Politiker noch so, dass in den Wahlkreisen die Leute das nicht interessiert. Es dauert ja eigentlich immer ein paar Wochen, wenn man ein bisschen schon dabei ist in Sachen. Ja, aber beispielsweise, also zum Beispiel Gaza, da kann man ja auch sehen, unabhängig davon, wie man jetzt die Lage beurteilt, dass ein Großteil der deutschen und auch der europäischen Öffentlichkeit aufgebracht war nicht nur über das Vorgehen Israels in Gaza, sondern auch über die deutsche Haltung dazu. Aber es führt ja nicht dazu, dass die Bevölkerung dann sagt, jetzt wähle ich aber andere Parteien. Also es gab bei der Linkspartei... weil alle Parteien quasi dahinter standen. Naja, die Linkspartei hat ein paar Punkte damit sicher gemacht, aber insgesamt war es jetzt nicht so, dass die Parteien deswegen unter Leidensdruck geraten sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich das tatsächlich ändert, weil die Verzahnung wir erleben jetzt ja wirklich so drastisch, wie sich außenpolitische Entscheidungen und innenpolitische Konsequenzen, wie die immer weiter verzahnt werden.
Und da denke ich mal schon, wird das eine größere Rolle spielen. Erinnerst du dich 2002, 2003? Damals war Merz, glaube ich, noch Fraktionsvorsitzender in der Union. Der war ja auch dafür, Bundeswehr in den Irak zu schicken. Ne? Also, dass Deutschland Teil der amerikanisch-britischen Invasion ist. Und das hat mich so die ersten Tage genau daran erinnert, dass Merz das, was er quasi damals nicht durchsetzen konnte, weil die Union auch gegen Schröder, der Antikrieg war, die Wahl verloren hat, das jetzt quasi aufholen wollte. Und dann hat er wahrscheinlich gemerkt, nicht durchsetzbar. Du, ich glaube, es ist so eine Stresssituation, so eine Dauerstresssituation, in der sich die Außenpolitik eingerichtet hat, dass es immer leicht ist, das dann so zu interpretieren, zu sagen, ja, damals hat er so gemacht, jetzt wollte er was anderes machen. Ja, gut, aber Vergleiche kann man ja anstellen. Natürlich kann man Vergleiche anstellen, die sind auch absolut legitim. Tatsächlich war der Schröder 2003 mal der einzige Fall, der mir jetzt so spontan einfällt, wo aber aus der Kanzlerposition heraus, oder aus einer Machtposition heraus, einer sagt, wir machen da nicht mit. Und obwohl ja damals Schröder gar nicht gefragt wurde, ob er im Irakkrieg mitmacht von den Amerikanern, aber es war so eine klare Ansage, da sind wir nicht dabei. Und damit eben auf dem Marktplatz von Hannover ein paar entscheidende Wählerstimmen mobilisiert hat. Aber ansonsten ist das eigentlich relativ selten, dass außenpolitische Entscheidungen bisher unmittelbare Konsequenzen hatten. Man kann darüber diskutieren, ob nicht vielleicht die CDU jetzt vor der letzten Bundestagswahl auch aus diesen Erwägungen die Ampelkoalition so vor sich hergetrieben hat, ja sehr stark Druck gemacht hat, der Regierung, die ja wirklich sehr pro-israelisch sich verhalten hat, vorgeworfen hat, sie würden nicht genug Waffen liefern und sie würden Zweifel an der Solidarität mit Israel lassen und so weiter und damit eigentlich das gemacht hat, was, glaube ich, Wolfgang Schäuble mal gesagt hat, man nicht macht dieses Thema Israel-Palästina, das instrumentalisiert man nicht innenpolitisch. Also da kann man darüber diskutieren, ob die CDU das nicht eigentlich gemacht hat damals, aber wie gesagt, die Sachen sind immer weiter miteinander verzahnt. Und ich glaube, diesen Ukraine-Faktor, ich habe mal mit einem CDU-Politiker in der Talkshow gesessen, als ich dann sagte, dass ich glaube, dass unser Verhältnis zu Israel auch damit zu tun hat, dass man in der Auseinandersetzung mit Russland mächtige Staaten auf seiner Seite wissen möchte und auch der Technologietransfer und so weiter, da hat er das völlig in Abrede gestellt und meinte, das gäbe es überhaupt keinen Zusammenhang und es hätte doch nichts mit der Ukraine zu tun. Was? Ich glaube, wir die bauen doch jetzt gerade Arrow 3 überall auf. Ja, das war, glaube ich, damals fand er das vollkommen absurd. Und das war jetzt auch kein Hinterbänkler, sondern schon einigermaßen prominenter Politiker. Wie schädlich ist es, die Bundesregierung Merz war wohl allen voran jetzt das Völkerrecht quasi ignoriert? Beziehungsweise sich da nicht zu äußern wollen? Naja, bei Venezuela hatten wir ja vorhin schon, da haben sie absolut rumgeeiert und ich glaube, die prüfen immer noch. Jetzt bei Iran, die Sache ist noch eindeutiger. Also den Angriffskrieg, einen illegalen Angriffskrieg führen. Wie schädlich ist das für gerade das deutsche Ansehen in der Welt? Also das deutsche Ansehen in der Welt, in großen Teilen der Welt ist es schädlich, klar. Es ist aber jetzt nicht immer die Frage, was schadet jetzt gerade meinem oder hilft meinem Image, sondern ab und zu muss man sich auch mal die Frage stellen, was ist eigentlich richtig? Und ich gehe schon davon aus, dass ein großer Teil der Staaten auf der Welt, insbesondere die schwachen Staaten, Völkerrecht wollen. Mhm. Und der sehr unkundige, und ich bin auch kein Völkerrechtler, aber der sehr unkundige und beliebige Umgang mit diesem Begriff, den finde ich schon besorgniserregend. Da erleben wir echt einen großen auch Niveauverlust. Weil es kann ja sein, dass Politiker sagen, wir müssen völkerrechtliche Erwägungen nicht in den Vordergrund stellen. Aber man muss ja zumindest die Fakten anerkennen, verstehen, um was es hier eigentlich geht. Mhm. Und selbst da habe ich den Eindruck im politischen Diskurs, da gab es einen Politiker, der neulich sagte, auch glaube ich CDU, man dürfe jetzt ja nicht, irgendwie 14 Jahre hätte man nicht über das Völkerrecht gesprochen und jetzt würde man auf einmal den Iranern beispringen, ich paraphrasiere jetzt, und Völkerrechtsdebatten führen. Was? Ja, das ist ja nicht stimmt. Ich meine, es gibt kein Land auf der Welt, was so dermaßen für seine Völkerrechtsverstöße völkerrechtlich sanktioniert wurde, also jedenfalls fällt mir gerade keins ein, als Iran. Mhm. Mit ganz konkreten Maßnahmen, Wirtschaftssanktionen, Druck. Also insofern hat es da völkerrechtliche Mechanismen gegeben, damals mit dem UN-Sicherheitsrat. Und da kann man ja nicht behaupten, das hätte keine Rolle gespielt. Und das halte ich tatsächlich für problematisch. Ich glaube auch, das, was ich eben sagte, die mangelnde Berechenbarkeit der Deutschen bei dem Thema führt dazu, dass man den Eindruck hat, im Zweifelsfall
ist das für uns irrelevant. Ja? Und das führt natürlich zu einer Degradierung, zu einem Abbau, zu einer Entwertung des Völkerrechts, auf das wir uns dann an anderer Stelle ja durchaus wieder berufen möchten. Also ich denke, das ist schon eine Errungenschaft, dass es Regeln gibt und dieses mutwillige, auch absichtliche Schmähen und Diskreditieren des Völkerrechts, dass Leute, die auf Völkerrecht beharren, irgendwie zu Idioten gestempelt werden, die in einer Parallelwelt leben, weil ja die harte Welt eine andere ist, das ist nicht sachgemäß. Vor allem gibt es noch ein anderes Problem. Und das zahlt wieder ein auf die Thematik, die ich in diesem Buch geschrieben habe. Es gibt so eine Tendenz, gerade derzeit wieder zu sagen, wer für Gewalt und für Krieg ist, der ist Realist. Und wer sich für Frieden und Diplomatie einsetzt, der ist Pazifist oder Utopist und hat keine Ahnung und nimmt die Realität nicht zur Kenntnis. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade in einer Ostregion kannst du über die Jahrhunderte beweisen, dass diejenigen, die sich für Frieden und Kompromisse eingesetzt haben, und zwar auch mit ihren ärgsten Feinden, das getan haben, erfolgreich getan haben, aus kühlem, strategischem Eigeninteresse. So ist Völkerrecht entstanden. Und auch im Nahen Osten gibt es eine lange Tradition, eine eigene Tradition von Völkerrecht, die sogar von islamischer Theologie im Mittelalter, der Kreuzzüge und so weiter begründet und diskutiert wurde. Wie schließt man Verträge mit anderen Staaten, die anderen Religionsgruppen angehören? Kann man überhaupt in so einem asymmetrischen Verhältnis, also was sagt die Ethik dazu, was sagt der Koran dazu? Das sind alles, da gibt's wirklich umfangreiche Literatur zu. Und diese historische Perspektive ist wichtig und das sollte man nicht einfach so den Abfluss runterkippen und sagen, naja, Völkerrecht können wir uns dann nächste Woche wieder darüber unterhalten. Ich meine, man könnte natürlich auch fragen, weil ich gerade meinte, ist das Ansehen jetzt beschädigt? Dann würden wahrscheinlich einige sagen, naja, das ist jetzt schon seit Gaza beschädigt. Ne? Also weltweit steht Deutschland als Unterstützer dieses israelischen Krieges. Experten sprechen von Genozid da. Also da war ja Völkerrecht jetzt auch nicht wirklich ein Thema und da wurden auch keine Konsequenzen gezogen, dementsprechend. Für das ist Nee, da wurden keine Konsequenzen gezogen, aber muss man natürlich auch sagen, jeder hat da seine eigene Interpretation. Deutschland, das mag man unsinnig finden, aber Deutschland beteiligt sich ja an diesen Verfahren, auch in einem völkerrechtlichen Rahmen. So vieles, ich glaube, es gibt ein großes Problem in der Verwechslung von Menschenrecht und Völkerrecht. Ja. Völkerrecht ist ein Recht, was unter anderem maßgeblich zwischen Staaten verhandelt, ausgeübt wird. Und das sagt natürlich nichts, in bestimmten Fällen ja, aber nichts darüber aus, wie die Menschenrechtslage in einem dieser Länder ist. Und deswegen ist es natürlich unbefriedigend. Natürlich kann man mit Völkerrecht nicht, aber ein befreundeter Jurist meinte neulich zu mir, schau dir mal das Strafrecht an. Das Strafrecht kann auch nicht präventiv Morde verhindern. Sagen wir deswegen, es ist irrelevant, selbst in einem Land, wo Strafrecht vielleicht aufgrund mangelnder Polizei oder bürgerkriegsähnlichen Zuständen nicht durchsetzbar ist, gilt das Strafrecht. Aber es heißt ja nicht, dass weil es irgendwo ein Recht gibt, dass man deswegen bestimmte Straftaten gar nicht erst begeht. Und da ist natürlich die Frage, kann das Völkerrecht verhindern, dass Menschen sich nicht dran halten oder Staaten sich nicht dran halten? Und wenn das nicht geschieht, ist es dann obsolet und unwichtig? Ich denke nicht. Ich bezog mich natürlich jetzt auf dieses IGH-Verfahren. Ja. Zum Thema Völkermord in Gaza, dass Deutschland der einzige Staat gewesen, der angekündigt hatte, ist bisher noch nicht passiert, aber angekündigt hatte, sich an die Seite Israels zu stellen und da quasi Israel am IGH zu verteidigen. Ja, aber im Rahmen eines völkerrechtlichen Verfahrens. Das heißt, Deutschland erkennt die Kompetenz dieses Gerichts ja an. Sonst würde man ja nicht sagen, wir beteiligen uns daran. Wenn man ein Gericht nicht anerkennen würde, würde man es ja erst nicht unterstützen. Und zweitens würde man dann auch nicht sagen, wir möchten gerne vor diesem Gericht eine Einlassung machen. Ja. Insofern kann man das natürlich auch so sehen, dass ob man jetzt der israelischen Regierung oder dem Staat Israel dabei zur Seite steht oder nicht, aber man tut das ja in einem völkerrechtlichen Rahmen, was natürlich dann auch bedeutet, dass man das Urteil dieses Gerichts auch anerkennt, auch wenn es gegen die eigenen Erwartungen läuft. Ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema, müssen wir mal mit Kai Amboss oder so machen. Da sollst du mich eigentlich gar nicht zu befragen. Ja, da gibt es ja das Myanmar-Verfahren, wo Deutschland genau andersrum argumentiert hat in Sachen Ausweitung der Genozidkriterien. Aber das ist ein anderes Thema, machen wir andermal. Wadefuhl hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, dass dieses Unrechtsregime im Iran, hast du quasi auch schon gesagt, kann sich auf völkerrechtliche Grundsätze schlecht berufen. Und gleichzeitig sagt die Bundesregierung, wir stehen an der Seite des Völkerrechts. Hä? Ja, ich glaube, auf die Widersprüche habe ich schon hingewiesen. Ja.
Aber man kann jetzt auch nicht sagen, Deutschland ignoriert sämtliche völkerrechtlichen oder interessiert sich nicht mehr fürs Völkerrecht. Also ich meine, Völkerrecht ist ein wesentlicher Teil der alltäglichen Arbeit. Ja, das würde jetzt noch unserer niemand sagen, aber Außenpolitik, ja. offenbar da, wo es dann spannend wird, wo man quasi auch die eigenen Partner quasi zumindest völkerrechtlich kritisieren muss, da tun sie es nicht. Beziehungsweise sehr, sehr vorsichtig. Und das meinte ich eben. Es ist, glaube ich, oft schwierig und wir haben auch eine Situation, wo man wirklich sieht, auch dass die Bundesregierung in Teilen auch wirklich überfordert ist mit der Situation. Du hast auf der einen Seite Die handelnden Personen, meinst du? ja auch, du hast aber das ist ja, das heißt ja nicht, dass Leute nicht in der Lage sind, grundsätzlich die Zusammenhänge zu verstehen, entsprechend zu handeln, aber du hast natürlich dann nochmal diese Kommunikationskomponente. Stehst da vor einem Mikro, klar, soll man da sagen, eigentlich müsstest du jetzt die richtige Antwort parat haben, das richtige Wording, weil du hast ja auch Leute, die das entsprechend vorbereiten. Sollte man nicht improvisieren. Also wir können das schon machen, aber natürlich als Mandatsträger erwartet man da was anderes. Aber das ist kommen wir immer wieder zu dem Punkt zurück, den ich eingangs meinte. Also du hast auf der einen Seite die Prinzipien, die Werte, die Normen und dann hast du die Interessen und dann hast du noch das, was du real jetzt gerade durchsetzen kannst. Wenn du sagst, wir wollen das und das, weil das ist unser Prinzip, dann sagt man dir, das kannst du ja gar nicht durchsetzen, wovon redest du eigentlich? Wenn du sagst, das sind meine Interessen, dann sagt man, ja, aber wie kannst du jetzt hier von Interessen reden und die Werte und die Normen ignorieren? Schau dir mal an, wie wir vor 10, 15 Jahren in Deutschland gesprochen haben, wie Politiker gesprochen haben. Beispiel, ich erinnere mich noch an Bundespräsident Köhler, der damals sinngemäß meinte, wir müssen unsere wirtschaftlichen Interessen im Zweifelsfall auch militärisch absichern können, was da los war. Der Mann ist dann im Schluss zurückgetreten. Also früher, wenn Politiker von Interessen gesprochen haben, dann wurden sie schon schräg angesehen, auch von vielen Journalisten, weil es doch um Werte und Prinzipien geht. Also da hat sich natürlich sehr viel geändert und ich glaube, jetzt hat man in der letzten Zeit ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Man redet immer noch von Interessen und wenn man dann, und da hatte ich jetzt auch gerade in der letzten Zeit das Gefühl, und ich sage immer, ich meine das konstruktiv, wenn man weder den Werten und Normen noch gerecht wird, noch die Interessen wirklich artikuliert, beziehungsweise möglicherweise die Interessen kennt, dann haben wir ein Problem. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass das in den letzten Tagen nicht wirklich gut kommuniziert Was sind denn die Interessen Deutschlands in der Region? Also scheinbar totale Solidarität mit Israel, Thema Staatsräson, Existenzrecht, dann das Interesse, dass es irgendwie jetzt kein Bürgerkrieg / Chaos im Iran gibt, sodass quasi nicht Millionen von Menschen potenziell nach Europa flüchten könnten. Dann das Interesse, dass der Krieg schnell vorbeigeht und ohne dass zum Beispiel die Ölsachen also dass Straße von Hormuz frei wird, dass das Öl wieder fließt, dass andere Chemikalien und Nitrate und so weiter alles wieder auf dem Weltmarkt landen. Da scheinen sich ja manche Interessen auch zu widersprechen. Ja, das ist natürlich immer so. Deswegen ist das ja so kompliziert. Die Abwägung der verschiedenen Interessen. Und das hängt natürlich dann auch davon ab, wen du fragst. Es wird auch welche, die werden dir sagen, naja, ich glaube, Norbert Röttgen hat das neulich geschrieben oder gesagt, sinngemäß, man müsse, also die Nachteile, die man jetzt in Kauf nehmen müsse, die würde durch die Perspektive eines Regimewechsels in Iran aufgewogen, weil das wäre dann am Ende so gut, dass man vielleicht dann, also denke ich jetzt weiter den Gedanken oder antizipiere diesen Gedanken, dass es dann nachher nicht mehr darauf ankommt, ob jetzt der Ölpreis irgendwie bei $120 zwischenzeitlich lag. Also das ist es gibt natürlich auch dieses Argument, ja, dass er so sagt, man muss die politischen Verhältnisse ändern, weil dann werden alle anderen Nachteile, die wir haben, dadurch aufgewogen. Das ist alles hochspekulativ, das ist ja das Problem. Und deswegen, der Krieg führen ist das Spekulativste, was es überhaupt gibt. Denn man geht rein, richtet sehr, sehr großen Schaden an, unbestreitbar objektiv sehr großen Schaden an und geht davon aus, dass das Ganze am Ende aber positive Konsequenzen zeitigt. Und ob das klappt, wenn es klappt, trägt die Zivilbevölkerung den Schaden, muss das einstecken, muss den Preis dafür bezahlen, den ich festlege. Wenn es nicht klappt, muss die Zivilbevölkerung auch den Preis dafür bezahlen, und zwar doppelt. Ich bin dann raus. Und deswegen sind Kriege in dieser Art und Weise zu führen eben nicht Instrumente des Realismus oder man muss sich, also dagegen zu sein, hat nichts mit Pazifismus zu tun. Das ist keine Prinzipiensache, sondern unter Umständen auch einfach mal eine sehr, sehr klare Abwägung der Vor- und Nachteile und der Wahrscheinlichkeit,
dass so etwas gelingt. Und da gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Haltungen zu diesem Thema. Länder und Regierungen, die gewohnt sind, die ganze Zeit immer Krieg zu führen, haben da eine völlig andere Einstellung dazu, auch deren Gesellschaften, als Länder wie Deutschland, die eben lange, Gott sei Dank, keinen Krieg mehr hatten. Und dann gibt es auch noch die historische Perspektive. Ich meine, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennt, aber so Imperial Blowback, wo quasi manche Aktionen, Regime-Change-Versuche oder tatsächlich erfolgreiche Kriege erst Jahrzehnte später quasi dann wieder Auswirkungen haben auf die Realpolitik. Mein bestes Beispiel ist quasi 53, Regime Change der Amerikaner, also CIA und Großbritannien. Ja, das war kein Krieg, aber... Ja, aber Mossadegh wurde gestürzt, durch den Schah ersetzt und dann haben sich aber die Revoluzer Anfang der 80er oder an den 70er ja genau darauf bezogen und dann quasi jetzt die Islamische Republik errichtet. Ja, Mossadegh wurde nicht durch den Schah ersetzt, der Schah war auch vorher da, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, also diese Intervention, ich glaube, der Irakkrieg ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel auch dafür, wie man... wie manche dramatische Konsequenzen erst sehr zeitversetzt sich offenbaren. Das ist ja übrigens auch einer der Gründe, weshalb die Amerikaner bei dem iranischen Regime so vorsichtig waren. Es gab in der Carter-Administration nach der islamischen Revolution ja die Geiselnahme an der US-Botschaft. Und Carter hat versucht, mit einer sehr, sehr waghalsigen, wirklich aus der heutigen Perspektive absolut verrückten Delta Force, so Chuck Norris-mäßigen Befreiungsaktion, die wirklich aberwitzig geplant war, aber mit Vertrauen auf die amerikanische Überlegenheit und Technik eben ein Desaster erlebt, hat das eingesteckt, hat auch gesagt, ist meine Verantwortung, wurde dann irgendwie auch so ein bisschen esoterisch und merkwürdig und hat infolge dieser Frustration seine Wahl verloren. Und es gibt mehrere Beispiele dafür, wie solche Abenteuer natürlich irgendwie auch die amerikanische Innenpolitik beeinträchtigen können. Und das kann durchaus bei Trump auch passieren. Es kann auch sein, dass die Sache für die Amerikaner gut ausgeht. Es kann aber auch sein, dass die Sache so desaströs für Amerika ausgeht und für amerikanische Interessen, dass auch mittelfristig oder sogar kurzfristig so ein J.D. Vance sagt, hört mal zu, Freunde, der Alte sollte jetzt mal besser in Pension gehen. Ich übernehme jetzt die Republikanische Partei. Übrigens war ich auch eigentlich von Anfang an dagegen. Auch solche Szenarien sind ja vorstellbar. Mal kurz zwei Sachen in Bezug auf Deutschland, damit wir nochmal jetzt über den Krieg und die drei Akteure reden können. Wadefuhl hat behauptet, darum, da bist du Experte, er meinte, in der Region erwarten alle eine aktive Rolle von Deutschland. Davon habe ich noch nie gehört. Stimmt das? Alle Akteure in der Region erwarten eine aktive Rolle von Deutschland. Hat Wadefuhl am Sonntag gesagt. Weißt du da was von? Wenn er das sagt, dann ist das doch plausibel. Also ich meine, der hat ja da eine Reise hin unternommen und hat mit verschiedenen Akteuren gesprochen und eine aktive Rolle ist ja auch ist ja immer eine Frage, was man erwartet, im Sinne von, was man tun sollte. Und das andere ist, welche Erwartungen der andere dann hat, dass das auch geschieht, beziehungsweise erfolgreich ist. Aber Deutschland alleine kann wenig machen, aber die europäischen Staaten können eine ganze Menge machen zusammen. Und letztendlich ist ja in den letzten Jahren etwas passiert. Ich weiß nicht, ob du das auch so mitbekommen hast. Die Golfstaaten waren Jahrzehnte überhaupt nicht auf dem Schirm hier. Die wurden irgendwie Beduinen, Öl und Sand, hat man sich nicht für interessiert, auch kulturell nicht für interessiert. Dann gab es auf einmal diese Erwartungen, gerade in den letzten Jahren, die Golfstaaten, da können wir groß Geld verdienen, da können wir unsere angeschlagene Industrie, unsere Investitionen kompensieren. Da können wir politisch aktiv werden. Und jetzt gab es in den letzten Jahren auch diese Hoffnung, die Golfstaaten, die werden auch unsere geopolitischen Probleme in der Region, auch den Nahostkonflikt und so weiter, werden sich da konstruktiv engagieren. Europa und die Golfstaaten müssen eng zusammenarbeiten. Es gibt Dutzende strategische Formate. Europa und die Golfstaaten müssen zusammen an einem Strang ziehen. Es gab sogar in den letzten Monaten immer mehr die Vorstellung, und die wurde auch in die Tat gesetzt, dass die Golfstaaten und Europa gemeinsam bei den Amerikanern vorsprechen. Weil wir in Europa, das musst du dir vorstellen, feststellen, wir haben nicht mehr die Stimme in Washington, aber die Emiratis und die Saudis und die Kataris und die Kuwaitis und so weiter, die treffen Trump regelmäßig und die haben sein Ohr, weil er natürlich die Dollarzeichen sieht. Also müssen wir gemeinsam mit den Staaten der Golfregion auf die Amerikaner zugehen. Dieses Modell der auch Überlassung von bestimmten Problemen in die Golfregion, das ist natürlich jetzt ausgelaufen, denn die Golfregion ist vollkommen überfordert. Vollkommen mit der Infragestellung ihres eigenen Businessmodells quasi konfrontiert.
die kann jetzt nicht einfach die Probleme der anderen lösen. Und da kommt natürlich im Mittelmeerraum, in anderen Teilen des Nahen Ostens, wieder eine neue Rolle auf die Europäer zu, aber auch ein stärkeres Augenmerk auf die Türkei, weil wir vielleicht jetzt so einen Aufwachmoment haben und wieder konstruktiv in der Region unterwegs sein müssen. Und da wird natürlich Libanon, aber auch Israel-Palästina ein Glaubwürdigkeits- und Effizienztest sein, ob wir da noch das Ruder rumreißen können, im Sinne unserer eigenen Interessen, aber auch im Sinne einer regelbasierten Ordnung. Das wird ein großes Problem werden. Da ist Deutschland eher ein Hemmschuh, aber es kann durchaus sein, dass die Europäer jetzt auch feststellen, nicht nur wir müssen in der Ukraine selber für also angesichts des Kriegs in der Ukraine für unsere Sicherheit sorgen, sondern wir müssen auch in der Nachbarschaft für Stabilität wieder mehr sorgen im eigenen Interesse. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir nachher noch haben, darum einmal kurz. Libanon, da ist ja interessant, Israel ist, nennt man es ja schon wieder eine Invasion im Südlibanon, wo jetzt auch 1/6 der Bevölkerung schon wieder vertrieben wurde. Ja. Frauen und Kinder werden bei der Bombardierung getötet. Da scheinen die Europäer tatsächlich mit einer Stimme zu sprechen. Also Macron, selbst Bundesregierung, sagt hier Bodenoffensive, Invasion Israels, hört auf damit. Keine gute Idee. Warum sind die Europäer da jetzt so klar? Was für Interessen sind beim Libanon? Ja, also ich glaube, weil die Katastrophenfolgen absolut offensichtlich sind. Jeder ist gegen die Hisbollah, aber die Zerstörung des Staates Libanon mit einer Regierung, der man eigentlich das Vertrauen ausgesprochen hat, bei der man relativ optimistisch auch gewesen ist, dass sie das anpackt, trotz vieler Probleme, das ist natürlich ein völlig anderes Szenario. Libanon ist komplex, also für Frankreich ist Libanon eine Herzensangelegenheit, das ist eine Prestigefrage für jeden französischen Präsidenten, sich im Libanon zu engagieren, aufgrund der historischen Beziehungen als Protektoratsmacht oder Mandatsmacht und auch aufgrund der libanesischen Christen und der libanesischen Kultur, die in Frankreich sehr präsent ist. Insofern ist es für auch Macron wichtig, den Libanon nicht im Stich zu lassen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, nach der großen Hafenexplosion, die es gab im Libanon, in Beirut, da ist Macron ja selber dann sogar dahin gefahren als Erster und hat gesagt, wir lassen euch nicht im Stich. Dieses Versprechen, was er dem Libanon gegeben hat, das ist ein Stück weit auch seine Legacy. Und die katastrophalen Folgen für Europa sind offensichtlich. Ich meine, Massenvertreibung, nichts fürchten die Europäer mehr als ungesteuerte Migration. Das ist unsere mittelmeerische Nachbarschaft. Das ist nicht irgendwo im Indischen Ozean, der Libanon, sondern das ist eine halbe Flugstunde von der EU entfernt. Und das ist natürlich eine völlig andere Situation. Auch da sieht man einfach wieder den gleichen Mechanismus. Man geht her, sagt mal gucken, vielleicht klappt es oder nicht. Vielleicht wird das jetzt der Krieg, der alle Kriege beendet. Und wie viele Opfer das auf der anderen Seite kostet, bei der libanesischen Zivilbevölkerung, das ist nicht unser Problem. Warum gehen die Israelis ja jetzt rein? Warum kümmern sie sich jetzt quasi in Anführungsstrichen nicht nur um Iran und den Krieg? Warum machen sie diese zweite Front auf? Ich meine, klar, Hisbollah schießt seit dem Ausbruch zurück. Ja, die haben erst gewartet, weil natürlich Hisbollah, gerade der Naim Qassem, der auch jetzt, glaube ich, nicht der charismatischste und brillanteste Hisbollah-Chef ist, der da auf Hassan Nasrallah gefolgt ist, der war in der Zwickmühle, in einer ziemlich problematischen Situation, weil es gab innerhalb der Hisbollah, so wie ich das verstanden habe, schon auch Diskussionen darüber, sollen wir vielleicht ein bisschen kleiner denken? Sind die Opportunitätskosten dieses großen, auftrumpfenden, wir sind die große Widerstandsorganisation, die Israel die Stirn bietet, ist das nicht vielleicht für uns kontraproduktiv? Wollen wir uns ein bisschen mehr wieder hier low profile halten, bis wir wieder erstarken und uns ein bisschen mehr in der libanesischen Gesellschaft eingliedern, weil natürlich auch die Angst war, mit jedem bewaffneten Konflikt die Hisbollah mehr Unterstützung auch verlor. Aber letztendlich ist dann so eine Organisation, die hat ihre eigene Logik, sie ist in Zugzwang. Israel hat Ali Khamenei getötet und Khamenei war für die Hisbollah, auch nicht für die Schiiten grundsätzlich im Libanon, aber für die Hisbollah, der Revolutionsführer, der oberste Rechtsgelehrte, der Marja, also die religiöse Referenz. Und wenn man quasi dieses, kann man sagen, spirituelle Oberhaupt tötet, was macht man dann als so eine Organisation? Man rechnet damit, dass man angegriffen wird, dass Israel die Situation jetzt nutzen wird. Man rechnet auch damit, dass die Israelis auch konzilianten Botschaften keinen Glauben schenken würden. Man ist in einer Lose-Lose-Situation. Also macht man das, was man in Kompromisssituationen tut. Man schießt, aber irgendwie auch nicht richtig, sondern ein paar Raketen, provoziert und damit sagt die israelische Seite,
Seit dem 7. Oktober gehen wir davon aus, dass jeder, der die Möglichkeit hat, uns anzugreifen, das tun wird. Und deswegen nutzen wir jetzt diese Gelegenheit, um die Hisbollah anders als 2024, wo wir auch eigentlich gesagt haben, wir tun das, aber jetzt endgültig auszurotten. Aber warum wollen sie den Südlibanon jetzt besetzen? Ich meine, die gehen ja da offenbar rein, die vertreiben die Menschen. Ja. Und ich meine, die Begründung der Israelis, habe ich gestern wieder bei Channel 4 gehört, ist, ja, wir wollen ja gar keine Frauen und Kinder bombardieren und töten, die sind aber selbst schuld, wenn sie in der Zone bleiben, die wir da bombardieren. Und das ist quasi der gesamte Südlibanon. Das ist auch crazy. Frag mal, wie viele Menschen in Berlin leben, die aus dem Südlibanon kommen und die Verwandte, Angehörige jetzt verloren haben. Gibt es einige. Sollte man vielleicht auch mal dran denken, dass Berlin eine Stadt ist, wo viele Libanesen leben, viele Menschen, die aus diesen ärmeren Gebieten im Süden kommen, deren Verwandte sich nichts zu Schulden haben kommen lassen. Aber das ist wieder die Abwägung des Risikos auf die Bevölkerung. Nein, es gibt die Logik, erstmal, der richtet sich ganz gezielt nicht nur gegen die Hisbollah, sondern auch gegen die schiitische Bevölkerung, weil man, wie in Gaza, das zumindest sind auch so die Verlautbarung der israelischen Politik, kann man so sagen, man davon ausgeht, dass die Hisbollah in der Bevölkerung verwurzelt ist. So wie die Hamas in Gaza. Wenn sie in der Bevölkerung verwurzelt ist, dann heißt es, die Bevölkerung hat Mitverantwortung dafür und muss auch die Konsequenzen tragen. Das heißt, die Logik ist auf der einen Seite, den Druck für die anderen Libanesen so zu erhöhen, dass sie nicht nur der Hisbollah, sondern auch der schiitischen Bevölkerung, die teilweise Hisbollah unterstützt, die Solidarität entziehen. Und diese Evakuierungsaufforderung sagen ja immer, ihr sollt ja gehen, damit ihr nicht getötet werdet. Weil wir wollen ja hier die Terrorinfrastruktur zerstören. Und deswegen macht es natürlich Sinn, dass ihr den Süden verlasst. Nur die Menschen im Süden gehen davon aus, dass sie auch nicht wieder zurückgelassen werden über die Grenze des Flusses Litani. Und wenn man sich die Begleitmusik anhört, von Kabinettsmitgliedern, auch zum Teil der rechtsgerichteten israelischen Presse, dann wird da offen darüber diskutiert, eigentlich ist der Litani ja die Nordgrenze des israelischen Territoriums. Und vielleicht sollten wir einfach ganz da bleiben. Und dann gibt es diesen Twitter-Begriff. Besiedeln, habe ich gehört. Jetzt. Da gibt es diesen Twitter-Begriff, das ist die Pufferzone, die Bufferzone. Und das ist dann immer, was heißt das jetzt, Pufferzone? Heißt das so wie die Golanhöhen in Syrien? War es dann ursprünglich auch mal, ja. Israel hatte ja so eine Bufferzone, also eine Besatzungszone im Südlibanon. Ich bin da gewesen auch noch, also an der Grenze. Die haben sich 2000 dann zurückgezogen. Relativ schnell, weil man dann sagte, die Kosten dieser Besatzung da im Libanon, die sind zu hoch und wir brauchen das auch nicht mehr. Und jetzt haben wir natürlich eine starke revisionistische Tendenz auch in der israelischen Politik, wo territoriale Ausdehnung nicht mehr eine Sache ist, die irgendwelche rechtsgerichteten Fantasten in irgendwelchen marginalisierten Medien da behaupten und schreiben oder im Internet, sondern was tatsächlich Teil des politischen Diskurses ist und auch als solcher anerkannt wird. Und dann gibt es diese Vision von Groß-Israel, der sicher nicht die Israelis mehrheitlich anhängen, aber solche Begriffe und solche die kommen immer mehr in den Mainstream. Die werden gemainstreamt. Das haben wir in anderen Staaten auch, dass solche rechten oder auch linksextremen Randdiskurse salonfähig werden und dann auch Politiker sich die zu eigen machen, weil sie denken, dass sie damit vielleicht auch noch ein paar Stimmen gewinnen können. Erklär doch mal ganz kurz, was hieße denn Groß-Israel? Ich meine, das ist ja jetzt ja nicht mehr irgendwie illusorisch oder irre. Ich meine, Israel ist die größte Militärmacht im Nahen und Mittleren Osten. Theoretisch mit Hilfe der Amerikaner, die könnten ja quasi da Fakten schaffen. Und sie machen das in Syrien, sie machen das im Libanon. Was hieße denn jetzt geografisch Groß-Israel? Also da gibt es die religiöse, biblische, mythologische Interpretation. Da sieht man manchmal, manche Soldaten haben solche Badges, wo dann plötzlich bis Euphrat und Tigris, also quasi das gesamte biblische Land, das Land, in dem biblische Akteure gewirkt haben, von denen es biblische Zeugnisse in irgendeiner Form gibt, und das betrifft dann Syrien und Mesopotamien auch. Dann gibt es aber auch die zionistische, revisionistische Interpretation. Israel hat
Ben-Gurion hat bei der Ausrufung des Staates Israels ja nicht die Grenzen des Landes definiert. Das war auch ein taktischer Move, weil natürlich man inmitten eines Bürgerkriegs den Staat Israel ausgerufen hat. Haben sie bisher immer noch nicht, ne? Eines jüdisch-arabischen, dann israelisch-palästinensischen Kriegs. Ja. Und insofern ist natürlich aber gleichzeitig hat Israel Friedensverträge mit anerkannten Grenzen mit Jordanien und mit Ägypten. Also kann man jetzt auch nicht sagen, dass Israel seine Grenzen in diese Richtung nicht anerkannt hätte. Aber die entscheidende Frage ist ja nicht so, was will die israelische Regierung diesbezüglich, sondern auch, was glauben die anderen Staaten, was der israelischen Seite jetzt vor dem Hintergrund dieser übermächtigen militärischen Entfaltung zuzutrauen ist. Ja. Denn auch das schafft ja Fakten. Und da sind es natürlich keine vertrauensbildenden Maßnahmen, wenn irgendwelche Kabinettsmitglieder, um mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, sich hinstellen und sagen, eigentlich sollten wir noch das haben und eigentlich ist der Süden Syriens gehört auch uns und da sollten wir auch dauerhaft bleiben. Das schafft kein Vertrauen und das meine ich damit. Also Israel wird immer mehr als eine revisionistische Macht wahrgenommen und nicht als eine Status-Quo-Macht. Und besonders drastisch sieht man das natürlich gerade in der Westbank. Im Windschatten dieses Krieges gegen Iran finden die systematischsten und auch heftigsten und gewalttätigsten Vertreibungen von Palästinensern statt, die immer so unter dem Label Siedlergewalt quasi verallgemeinert werden. Und auch da sehe ich tatsächlich einen strategischen Zusammenhang, dass man diese Zeit auf jeden Fall jetzt nutzen möchte, in der buchstäblich alles geht, um Fakten zu schaffen, weil es könnte irgendwann sein in naher Zukunft, dass das nicht mehr geht. Und deswegen möchte man jetzt wirklich auf die Tube drücken und gucken, dass man möglichst viel erreicht. Müssen wir da von israelischem Imperialismus sprechen? Weiß ich nicht, weil... Also das Gebiet vergrößern, das eigene Reich vergrößern? Ich glaube, revisionistisch ist der treffendere Begriff, also die Grenzen und Verhältnisse in Frage stellen. Ja, aber Kriege führen, um das eigene Staatsgebiet zu vergrößern, das ist doch... Ja, ist das nicht klar. Imperialismus? Aber ich meine, das ist jetzt die Frage, also Israel ist ja kein Imperium und ist auch nicht... ja, aber Groß-Israel, das ist ja das Verständnis. Ja, wir müssen wirklich zwei Sachen auseinanderhalten. Die Tatsache, dass das Teil des öffentlichen Diskurses ist. Also ich glaube, Netanyahu hat letztens auch bei einer Fernsehansprache im Hebräisch davon gesprochen. Die Tatsache, dass etwas Teil des öffentlichen Diskurses ist, heißt nicht, dass das jetzt das erklärte oder implizite Ziel des militärischen Vorgehens ist. Das ist schon auch wichtig. Es ist ein bisschen anders als bei Trump. Ja, also der sagt ja heute Grönland und dann holen wir uns noch Kuba. Da sagt der Präsident selber, was er vorhat und am nächsten Tag hat er eine andere Idee. Also das läuft in Israel schon ein bisschen strategischer. Ja. Gleichzeitig darf man auch diese populistischen Tendenzen nicht verkennen und nicht alles, was so Politiker dann sagen, ist dann automatisch gleich Politik des Landes. Nee. Aber wie wir eben gesagt haben, es wird natürlich dadurch mainstreamed, es wird normalisiert. Ja, sie wollen sich Gaza einverleiben, sie wollen sich Westbank einverleiben, sie Teile des Libanons einverleiben. In Syrien haben sie sich, ist es weitergegangen. Also Iran soll das Regime gestürzt werden. Also bei Syrien und Libanon auch ein unterschiedlicher Fall, aber da ist das durchaus möglicherweise auch Teil der Verhandlungsmasse, dass man wieder zurückkehren möchte zu der Logik Land gegen Frieden, die, glaube ich, so nicht mehr funktioniert, aber das ist ein anderes Thema. Bei Gaza umstritten. Deutlichen Konsens sehe ich beim Thema in der heutigen Situation beim Thema Westbank. Also da ist, glaube ich, ein wirklich großer Teil des israelischen politischen Spektrums und auch der Öffentlichkeit, ich will jetzt nicht sagen der größte Teil, aber ein kritischer Teil der Ansicht, das ist Israel, das ist Judäa und Samaria, das gehört uns. Wie die Palästinenser, welches Schicksal die Palästinenser jetzt dann ertragen müssen, das steht zur Diskussion, ob die jetzt vertrieben werden müssen oder unter Besatzung leben. Aber da wird schon relativ strategisch vorgegangen. Und ich glaube auch tatsächlich, viele Menschen in Israel sind aufgrund auch des Zurückdrängen dieses Themas, wenn die auf die Karte gucken, unterscheiden die auch gar nicht mehr, wo ist eigentlich Israel und wo ist die Westbank. Es gibt diesen natürlich, aber wenn du jetzt auf eine Wetterkarte guckst in den israelischen Nachrichten, da wirst du, glaube ich, keine Grenzmauer eingezeichnet sehen.
Und in der Realität, in der Wahrnehmung aufgrund des Siedlungsbaus, der ja schon seit etlichen Jahrzehnten unterwegs ist, nehmen viele Menschen das nicht mehr als ein anderes Territorium wahr und gehen auch davon aus, das ist jetzt irgendwie, ob jetzt rechtmäßigerweise oder nicht, aber das Ergebnis der historischen Entwicklung, dass das Teil vom Jordan bis zum Mittelmeer Teil von Israel ist. Was krass ist, also im Gegensatz zu Europa und auch der amerikanischen Öffentlichkeit, die einzige Öffentlichkeit, die den Krieg massiv unterstützt, ist die israelische. Also wenn man den Umfragen glaubt, 80-90% der Israelis unterstützen diesen Angriffskrieg. Das ist ja auch also ein großer Unterschied zum Beispiel auch zur Gaza-Offensive. Also dass Bodentruppen damals in Gaza reingeschickt wurden, da war die israelische Öffentlichkeit viel gespaltener oder viel skeptischer als jetzt bei Ich Iran. weiß schon, auf welche Umfragen du dich da beziehst. Also ich habe schon den Eindruck, dass insbesondere im Lichte des 7. Oktobers der Konsens, ein absoluter Konsens in Israel war, dass man militärisch in den Gazastreifen aber die reingeht. Invasion, also die militärische Invasion mit Truppen reinzugehen, das war schon sehr umstritten. Also jetzt im Vergleich zu dem Riesensupport in Sachen Irankrieg. Unabhängig davon, wollen wir uns jetzt nicht gegenseitig fact-checken. Nein. Also ich habe den Eindruck, dass so ein klares Verständnis dafür war, dass man mit Bodentruppen in den Gazastreifen reingeht und dass es auch zu keinem Zeitpunkt wirklich in Frage gestellt war. Auch in welchem Ausmaß man das tut schon, aber nicht, dass man es tut. Und bei Iran ist ein anderes Phänomen, glaube ich. Ich denke, erstmal ist interessant, wenn ich das richtig sehe, ist es zwar so, dass ein Großteil der Menschen in Israel diesen Krieg mitträgt und unterstützt, wird es auch nicht sagen, massiv unterstützt, weil das klingt so, als wären sie begeistert davon. Aber sie tragen das mit, erstmal, weil sie völlig gewohnt sind, solche Kriege zu führen, auch wenn die mittlerweile mit massivem Raketenbeschuss einhergehen. Zweitens, weil natürlich man mit dieser Bedrohung durch Iran auch sozialisiert ist. Ja. Drittens, weil man anders als beim Krieg in Gaza noch weniger sieht, was das für Schäden bei der Zivilbevölkerung anrichtet, sondern man geht davon aus, dass es ein Krieg, der richtet sich ausschließlich gegen die Mullahs. Und dann bringen wir dem iranischen Volk als positiver Nebeneffekt der strategischen Schwächung des Regimes auch noch die Freiheit. Und ich glaube, das ist ein wesentlich abstrakterer Punkt. Also ich glaube, dieses Netanyahu ist ja auch selber eigentlich der Beleg dafür, jemand, der immer dieses Thema auf die Agenda gesetzt hat, aber nie sicher war, ob jetzt wirklich die Zeichen reif sind und ob er das gut überstehen kann, ob das iranische Arsenal nicht so deutlich zurückschlagen wird, dass es dann für Israel erhebliche Nachteile hat. Und er hat einfach die Chance jetzt genutzt. Und sehen auch viele Menschen in Israel, glaube ich, dass mit der Unterstützung der Amerikaner also auch eine realistische Chance gibt, die israelischen Kriegsziele durchzusetzen. Anders, als wenn die Israelis das jetzt allein gemacht haben. Haben die Israelis ein Interesse daran, dass es einen demokratischen Regime-Change im Iran gibt? Weil ich hatte jetzt auch gehört, Financial Times und so weiter, die haben so Balkanisierung im Kopf, also dass der Iran sich so aufspaltet, dass es einfach Jahre oder Jahrzehnte lang Bürgerkrieg gibt. Aber das Letzte, was quasi im strategischen Interesse der Israelis sein könnte, ist eine demokratische Regierung im Iran. Weil wenn da quasi das Volk tatsächlich einen Input hat, da kann man ja nicht von ausgehen, dass das Volk, das jetzt quasi von Amerikanern und Israelis angegriffen wurde, quasi sagt, ja klar, wir machen jetzt mit Israel Frieden und so. Doch, denke ich schon, ja. Also muss man auch wieder unterscheiden, was ist im Interesse der Israelis oder aus welchen Zielen führt jetzt diese Regierung diesen Krieg und was preist sie damit ein? Ja. Erstmal beobachte ich, also ich habe, als ich angefangen habe zu studieren, haben wir sehr viel israelische Nahostexperten und also Professoren, die sich wissenschaftlich mit der Region beschäftigt haben, die auch aus Syrien oder aus dem Irak oder sonst woher noch kamen, vielleicht da auch noch geboren waren, die wirklich die Kulturen der Region sehr gut kannten und ein tiefes Verständnis hatten, tiefes Interesse auch. In der letzten Zeit ist das nach meinem Dafürhalten wirklich, bis auf wenige Ausnahmen, einer völligen Versicherheitlichung und Militarisierung der Auseinandersetzung gewichen. Also man beschäftigt sich mit der arabischen Welt hauptsächlich aus nachrichtendienstlich. Also natürlich gibt es immer noch Leute, die begeistert sind und Bücher schreiben, aber es ist trotzdem eine sehr starke Militarisierung der Auseinandersetzung. Das prägt die Mentalität und die Sicht auf die arabische Welt auch. Und es gibt so eine gewisse Grundannahme, wie ich immer wieder höre, ohne dass ich es statistisch quantifizieren kann. Ja, die Araber, die sind so.
Ja, die wird man niemals in irgendeiner Form demokratisieren können. Die brauchen einen starken Führer, die brauchen eine militärische Autorität mit denen machen wir dann halt irgendwelche Verträge. So, das ist schon die Fantasie. Iran hat in der mythologischen Deutung und in der Sicht auf die Region eine ganz andere Funktion, wenn man tatsächlich auch Iran also Iran ohne das Regime der Islamischen Republik, auch in Israel in gewisser Weise romantisiert wird, was auch damit zu tun hat, dass es eine sehr alte, sehr eigene jüdische, persische oder beziehungsweise jüdisch-iranische Kultur in Israel gibt, die Parsim. Ja, die sich die im Grunde sagen, wir sind die Ältesten. Und es gibt eine starke Romantisierung der Schahzeit, es gibt eine starke Vorstellung davon, dass Iran anders ist als die anderen hier in der Region und dass das iranische Volk eigentlich uns liebt. Und das lässt sich auch mythologisch untermauern, wenn du die biblische Geschichte anschaust. Ja. Dieser Krieg hat zu Purim angefangen. Und Purim, ein heiteres Fest im Judentum, aber ein Fest, in dem laut der biblischen Überlieferung Esther, also kann man sagen, eine prominente Figur, eine Prophetin vielleicht könnte man sagen, verhindert hat, dass die Juden im Persischen Reich einem Massaker zum Opfer fallen, einer Intrige zum Opfer fallen. Und diese Vorstellung, dass man an Purim jetzt endlich das iranische Volk von seinem Leid erlöst, das ist durchaus was Netanyahu auch anklingen lässt. Und die starke Solidarisierung auch von vielen Iranern, die sich selber nicht als Araber und unter Umständen nicht mal als Muslime sehen, sondern eben als ein anderes Volk in der Region, das zahlt auch auf diese romantischen Vorstellungen ein. Ich denke, viele Israelis sind der Ansicht, dass Iran, ein demokratischer Iran, gut wäre für Israel. Aber wenn es nicht klappen sollte, und das ist der entscheidende Punkt, und das Land zerfällt und die ganze Golfregion fragmentiert wird, dann kann Israel auch damit leben. Das ist das strategische Kalkül. Es geht also nicht darum, welche Ziele man verfolgt, dass man Chaos säen möchte, sondern es geht darum, wir versuchen es und wenn es nicht klappt, dann tragen die anderen das Risiko. Ja. Und das ist der Punkt, den ich sehr kritisch betrachte. Und man konnte ja auch beobachten, also seit dem Ausbruch, aber auch die Monate davor, die Israelis und Amerikaner haben den Schah-Sohn immer wieder hofiert und auch hier nach München gebracht und auch deutsche Medien. Nach München gebracht haben die Deutschen, weil die Münchner Sicherheitskonferenz lädt ja selber ein. Naja, aber quasi immer überall mitgebracht und auch deutsche Medien, unkritische Interviews und so weiter. Und der steht ja jetzt. Das sehen, glaube ich, die Anhänger des Reza Pahlavi anders. Die finden, dass die deutschen Medien sie total dissen und beiseite schieben und bis auf wenige Ausnahmen nicht anerkennen wollen, dass er der legitime Oppositionsführer ist. Ich glaube, da gibt es eine ganz große, das kriege ich auch selber mit, große Dissonanz in der Wahrnehmung. Ist er nicht der Einzige, der sagt, dass er ein legitimer Oppositionsführer ist? Aber ich meine, das ist schon, der steht jetzt nicht für einen demokratischen Umbruch. Und er tut ja irgendwie so, Übergangsregierung, ich stehe bereit und machen wir ein bisschen Monarchie. Ja, er sagt nicht, wir machen ein bisschen Monarchie, sondern er sagt, ich bin im Westen aufgewachsen, ich bin immer in Demokratien gewesen. Ich habe zwar natürlich das Gepäck meiner Abstammung, meines Vaters, deswegen will ich eine integrative Figur sein, die Iraner zusammenführt. Aber ich möchte nicht eine Monarchie errichten. Wenn du dann viele seiner Anhänger anschaust, nicht alle, aber die bezeichnen ihn ja dann auch in sozialen Medien als unser Schah schon. Das ist klar. Aber gut, dann ist mal die Frage, kann man jetzt die Führungsfigur dafür verantwortlich machen, was seine Anhängerschaft tut? Wenn das der Fall wäre, dann stünden seine Karten schlecht, weil die benimmt sich zum Teil ziemlich unmöglich. Aber es ist irrelevant letztendlich. Die Tatsache, dass er eine Oppositionsfigur ist, die kann man ja nicht leugnen. Denn es gibt in der Exilopposition sehr, sehr viele Menschen, die ihn jetzt vielleicht nicht von Anfang an unterstützt haben, aber die sagen, wir brauchen irgendeine Figur, der ist gerade der Stärkste, der ist dessen Anhängerschaft ihn auch am aggressivsten platzieren möchte. Er hat die Unterstützung von Teilen der Amerikaner, er hat die Unterstützung aus Israel offenbar. Also setzen wir jetzt mal auf die Karte. Das ist ja eine Abwägung, die durchaus nachvollziehbar ist. Jetzt ist die Frage, inwiefern so eine Transition, also so ein Übergang tatsächlich in der derzeitigen Situation gelingen kann. Und er hat ja ein großes Programm vorgelegt, 170 Seiten, was er alles machen möchte. Aber natürlich ist das letztendlich erst einmal ein theoretisches Dokument. Aber kannst du mir auch noch mal kurz erklären, warum die iranische Diaspora in den letzten 40, 50 Jahren es quasi keine anderen Alternativen aufgebaut hat?
meine, das ist ja quasi einfach das, was kurz nach der iranischen Revolution war. Ja, wir brauchen einfach wieder den alten Schah. Das ist eine gute Frage und eine Frage, über die die iranische Diaspora, soweit ich das beurteilen kann, auch sehr, sehr intensiv diskutiert. Zunächst mal glaube ich, dass tatsächlich die Gewalterfahrung nach der Islamischen Republik, die Opposition im Land auch erlebt hat, die auch dazu geführt hat, dass viele Menschen das Land dann verlassen haben, die war wirklich traumatisch. Das iranische Regime hat es auch verstanden. Das ganze iranische Regime ist ja aufgrund der Tatsache, wie es an die Macht gekommen ist, extrem konspirativ. Das heißt, es geht immer darum, in der Geschichte Irans, aber insbesondere in der Schah-Zeit, wo die islamistischen Netzwerke dann operierten, aber auch in der Islamischen Republik, Verschwörungen aufzudecken und Verschwörungen in seinem Sinne zu nutzen. Und das iranische Regime hat es sehr gut verstanden, diese verschiedenen Diaspora-Gruppen zu teilen, auseinanderzubringen und hat auch davon profitiert, dass einige dieser Diaspora-Gruppen ihrerseits totalitäre Agenten hatten. Was du jetzt siehst, ist ja die Linken, die jetzt so verfemt werden. Da gibt es Demonstranten, die sagen, Tod den Islamisten, Tod den Linken. Also es ist jetzt auch die neueste Mode, dass jetzt die Linken an allem schuld sind. Die linke Bewegung hat auch eine Rolle gespielt, auch die sozialistische Bewegung im Iran, hat auch eine Rolle gespielt bei der Herausprägung des Bilds von Iran im Westen. Aber ich beobachte dass diese Gruppen immer in Beziehungen gedacht haben. Also wer ist gegen wen, ist der gegen mich, fällt der mir in den Rücken und niemals tatsächlich in Strukturen, mit Ausnahme vielleicht bestimmter linker Gruppierungen, mit Ausnahme der Mujahedin, also einer sehr totalitären Organisation, die gegen das iranische Regime gekämpft haben und sich im Ausland sehr stark organisiert haben. Und das iranische Regime hat es immer auch meisterhaft verstanden, diese Gruppen entsprechend zu neutralisieren. Und insofern, ich weiß nicht, solche Erfahrungen mit so totalitären Regimen und traumatische Erfahrungen, die machen es nicht gerade einfach, aus dem Ausland heraus Opposition zu organisieren und zu sagen, das ist jetzt die Alternative. Und insofern sind die Entwicklungen, wie wir jetzt gerade erleben, auch nicht verwunderlich. War das in irgendeiner Weise eine realistische Aktion, quasi am ersten Tag dieses Angriffskrieges, ich weiß gar nicht, waren es die Amerikaner oder die Israelis, den Khamenei, den Supreme Leader, zu töten? Der war schon 87, hatte auch schon ein paar Krebskämpfe hinter sich. Also die Iraner konnten, oder dieses Regime konnte sich wahrscheinlich schon vorbereiten. Irgendwann ist er tot. Dann wurde er getötet am ersten Tag. Und dann war ja offenbar zumindest von der Trump-Seite so die Hoffnung, naja gut, dann fällt das ganze System auseinander und das Regime fällt. Analog müssen, nicht so wie an Venezuela. Der Enthauptungsschlag. Genau. War das eigentlich total naiv? Weil du meinst ja gerade, also dieses ganze Regime, die sind halt nicht so organigrammmäßig aufgestellt, wie wir uns das irgendwie vielleicht vorstellen können. Ja, die sind schon organigrammmäßig aufgestellt. Ja, aber sehr vielschichtig und sehr, sehr breit und die Macht ruht auf vielen Schultern. Und vor allem das, was herrscht, ist ein System, ist eine Denkweise und ist letztendlich ein Interessennetzwerk auch. Aber auch eine Ideologie. Wir neigen ja dazu, Ideologie immer so hinten runterfallen zu lassen, allerdings zu sagen, es ist alles Macht und also entweder ist es nur ideologisch, oder sagen, dieses Regime ist der personifizierte Teufel, oder man sagt, ja, es geht alles immer nur um Macht und Geld und Ideologie und Religion, das ist alles nur. Stimmen, ne? Ja. Aber ich glaube, auch da muss man eben sehr präzise sein und schauen, mit was man sich hier gerade auseinandersetzt. Dieses Regime funktioniert und das Regime funktioniert am besten in solchen Situationen, wo es existenzielle militärische Herausforderungen erlebt. Denn das ist es immer dafür, das ist ja seine Raison d'être. Dieses Regime propagiert ja bis heute die Vorstellung, dass die islamische Revolution immer weiterläuft. Ja. Also seit 1979 noch nicht vollendet ist. Deswegen gibt es ja auch solche Revolutionsgerichtbarkeit und sowas als Repressionsinstrumente, weil man immer davon ausgeht, eigentlich sind wir im permanenten revolutionären Ausnahmezustand und müssen uns gegen imperialistische Feinde zur Wehr setzen. Ja. Dass das so wahr werden würde wie gerade, hätte Khamenei, glaube ich, lange Zeit nicht gedacht. Denn Khamenei war zwar, man kann sagen, ein Hardliner, aber er war auch jemand, der es als seine Aufgabe betrachtet hat, gleichzeitig die Macht seines Landes zu vergrößern
ein maximaler Antagonist zu den USA zu sein, aber niemals es so weit zu treiben, dass er von den USA angegriffen und vernichtet wird. Ja. Und damit ist er gescheitert. Und die letzten Tage seines Wirkens, glaube ich, deuteten irgendwie schon darauf hin, dass ihm dieses Scheitern auch bewusst war. Ich glaube, der Mensch der war lange dabei und der war durchaus sehr, sehr intelligent. Und, aber jetzt ist er als Märtyrer quasi gestorben. Das ist wahrscheinlich im Sinne des Regimes wahrscheinlich Best Case. Ne, wir kämpfen hier für islamische Revolution. Seine Rhetorik deutete darauf hin, die wurde in den letzten Tagen, schiitische Geistliche haben auch dieses Repertoire, die können auch sehr schnell mal mystisch werden. Insofern, der hat das Realpolitische, das Fanatische. Ich hatte zum Beispiel gerade im Januar den Eindruck, erinnerte mich sehr an Khomeini in den Zeiten des Golfkriegs, wo er wirklich in einer grimmigen Entschlossenheit auftrat. Das wandelte sich dann in den darauffolgenden Wochen etwas in so eine Resignation. Er sprach dann von der Seele und dem Körper und begann so mystische Anwandlungen zu bekommen. Und dann zitierte er den Imam Hussein, der 680 in der Schlacht von Kerbala einer Übermacht sich stellte und dabei enthauptet wurde und der vornehmste Märtyrer in der schiitischen Tradition ist. Und wenn man diesen Imam dann so zitiert als sein Vorbild, dann kann man sich schon vorstellen, was die Stunde geschlagen hat. Aber vielleicht, Entschuldigung, ich habe jetzt lange geantwortet auf die Frage, hat man sich das vorher nicht so gedacht? Ich meine, die konnten sich ja wahrscheinlich darauf einstellen, dass irgendwann wieder ein Angriff kommt. Und ich meine, ich könnte dir jetzt aus dem Stegreif ein paar Leute nennen, die wunderbar Regimeanalysen betrieben haben und die dir erklären können, was passiert, wenn. Und das ist auch in Iran ja nicht alles geheim, sondern durchaus auch nachzulesen. Da gibt es militärische Zeitschriften und da gibt es eine Öffentlichkeit, da gibt es Leute, die diskutieren, die geben Stellungen an Politiker, die kritisieren und so weiter. Das heißt, es gibt ja schon auch eine Datenlage dazu. Und ich glaube, alle diese Regimefachleute hätten dir schildern können, haben es wohl auch den politischen Entscheidungsträgern geschildert, was passiert, wenn das und das. Das ist ja auch wieder ein Szenario, was nicht abwegig war nach der Tötung von Hassan Nasrallah und Haniyeh in Teheran durch die Israelis. Da war ja eigentlich schon damit zu rechnen, dass Khamenei getötet wird. Auch die Szenarien, die lagen ja auf dem Tisch. Und insofern glaube ich jetzt nicht, dass jemand davon überrascht gewesen sein könnte, außer vielleicht Trump selber, den das jetzt nicht so interessiert hat, dass das iranische Regime danach nicht gleich aufgibt. Also ist die Israelis überrascht davon gewesen wären, das halte ich für eine abwegige Vorstellung. Und ich meine, ich glaube, letzte Woche war auch wieder der iranische Außenminister im amerikanischen Fernsehen, glaube ich, MSNBC, und wird dann auch gefragt, ja, haben Sie jetzt Angst irgendwie vor einer Bodeninvasion, also dass die Amerikaner mit Alliierten reingehen, und er nur so, nö, darauf haben wir uns jetzt seit 20, 25 Jahren vorbereitet. Ist das reine Rhetorik oder glaubst du tatsächlich, dass die Iraner quasi die Amerikaner und auch wer auch immer da alliiert ist, dann quasi in eine Falle laufen können? Weil das sagen ja auch selbst die Amerikaner. Das ist halt nicht wie die Invasion im Irak, wo Irak ja quasi einfach plattes Land ist, leicht quasi einzunehmen, sondern hast du, glaube ich, letztes Mal auch erzählt, also Iran ist ja hügelig, ja, riesengroß. Also da ist Irak jetzt plattes Land ist, das werden die Kurden jetzt auch nicht so unterstreichen. Aber im Norden viel leichter einzunehmen. Ja, auch da haben schon imperiale Armeen nicht ihr Waterloo erlebt, aber was Ähnliches, unter anderem die Briten im Ersten Weltkrieg. Ja. Also Irak hat auch viele Tücken. Aber die Iraner würden ja sagen, lass die mal kommen, die Amerikaner würden dann hier ihr Waterloo erleben. Das dauert dann vielleicht 10, 20 Jahre, analog zu Vietnam oder so weiter, aber gewinnen tun die hier nicht. Also kann das eine Militärstrategie sein, dass der Iraner sagen, okay, wir würden den Krieg dann zwar nicht gewinnen, aber das Empire auch nicht? Das ist definitiv die Rhetorik und das Szenario des Regimes, so eine Situation zu erzeugen, wo man des Gegners endlich habhaft werden kann. Denn bisher hat man ja Raketen in alle Richtungen geschossen, ja, aber man hat relativ wenig amerikanische oder israelische Militärziele, beziehungsweise möglicherweise schon Militärziele getroffen, aber Verlust an Menschenleben ihnen beigebracht. Und ich denke schon, dass ein Ziel des iranischen Regimes ist tatsächlich auch da den Preis für die Amerikaner und die Israelis, also nicht nur Rache zu nehmen, sondern auch da den Preis so in die Höhe zu treiben, dass die
beide Regierungen im eigenen Lager kritisiert werden dafür. Und insofern ist natürlich die Vorstellung einer Bodeninvasion, wo man dann die Gegner in den Hinterhalt lockt, ist eine Fantasie. Aber auf die lassen sich wahrscheinlich die Amerikaner ja nicht ein, weil sie schon wissen, wie sowas läuft. Auf der anderen Seite muss man auch aus iranischer Sicht realistisch sein. Die Amerikaner und die Israelis haben die unangefochtene Lufthoheit. So, und solange die Flugzeuge und Raketen haben und Marschflugkörper und auch noch Treibstoff und Piloten, um zu fliegen, können die so oft in den iranischen Luftraum eindringen, wie sie wollen. Und das wird wahrscheinlich auch passieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch wenn der Krieg nach Trumps Meinung zu Ende ist, also die Waffen, das Raketenfeuer aufhört, dass wir dann trotzdem erleben werden, dass die israelische Luftwaffe ab und zu über dem iranischen Horizont auftaucht und dort Angriffe fliegt. Es gibt auch in Washington Planspiele darüber, eventuell eine Aufstandsbewegung oder erstmal Proteste, sagt man, dadurch zu unterstützen, dass man da Drohnen dann drüber fliegen lässt und aufklärt und schaut, wo sind die Revolutionsgardisten und dann die mit Raketen beschießt. Also diese unangefochtene Lufthoheit, die ist schon ein ganz großes Problem für die Verteidigungsfähigkeit des iranischen Regimes. Und insofern wäre eine Bodenoffensive der Amerikaner wahrscheinlich jetzt gar nicht notwendig. Es sei denn, man besteht wirklich darauf, dass man das Regime stürzen möchte, in dem Sinne, dass man einen anderen externen Akteur dort an die Macht bringen möchte. Den Preis müssten die Amerikaner bereit sein zu zahlen. Aber bisher, was ich gehört habe, in der Geschichte, letzten 100 Jahre oder so weiter, es gab noch nie irgendeinen erfolgreichen Regimewechsel nur durch Luftangriffe, durch Bombardierung, ohne Bodentruppen. Oder kennst du irgendein Beispiel? Nein. Ja. Nein. Also Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber diesmal. ist jetzt vielleicht ein etwas weiter Bogen, aber haben ja eben schon mal über Gaza gesprochen. Als die Israelis sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen haben, da sagte damals der Chef der israelischen Luftwaffe, dem Ministerpräsidenten Ariel Sharon, wir brauchen keine Bodentruppen im Gazastreifen. Das können wir, wenn die Hamas aufmuckt oder irgendjemand uns angreift, dann können wir das alles aus der Luft erledigen. Und das hat nichtmals im Gazastreifen geklappt, den Israel also komplett eingekreist hat quasi. Und das ist natürlich, selbst im Gazastreifen hat es nicht geklappt, ohne Bodentruppen die Machtverhältnisse zu ändern und die Hamas ist dort immer noch da. Insofern, ja, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass so etwas aus der Luft einfach nur gelingt, es sei denn, man möchte so viele Opfer in Kauf nehmen. Und nochmal, Iran ist ein Land, was 4,5 Mal so groß ist wie Deutschland. Das sind Größenverhältnisse und Strecken, die muss man auch erstmal zurücklegen. Erklärst du mal ganz kurz, weil wir beim Supreme Leader waren, jetzt auch der Sohn, Khamenei, wie heißt der mit Vornamen? Mojtaba. Welche was müssen wir quasi religionsmäßig wissen jetzt? Das ist der Anführer, der religiöse Führer der Schiiten, aller Schiiten auf der Welt? Das ist übrigens eine Kuriosität, die man vielleicht ja in so einem Format, wie viel Zeit haben wir? Wie spät ist es eigentlich? Du kannst so lange machen, wie du willst. Ja, aber du lässt mich ja reden. Es ist 6:45. Okay. Hast du so viel Zeit? Mojtaba Khamenei, das ist auch eine gewisse Ironie, denn der Name wurde gegeben zu Ehren eines schiitischen Imams, des Imams Hassan al-Mujtaba, der eigentlich dafür bekannt war, dass er strategische Geduld walten lässt, dass er sich zurückhält, dass er nicht zu den Waffen greift, sondern dass er einfach auf die Gelegenheit hofft, seine Chance zu ergreifen, um das Haus des Propheten wieder an die Macht zu bringen. Also das ist, mit anderen Worten, Mujtaba ist jetzt kein Name für jemanden, der ein Draufgänger ist. Mojtaba Khamenei spielt in der klerikalen Ordnung überhaupt keine Rolle. Und er ist vor allem nicht das Oberhaupt der Schiiten der Welt. Im Gegenteil. Also die Schiiten haben verschiedene Marjas, würde man sagen, so ähnlich wie bei den orthodoxen Juden der Rabbi. Also Personen, die man für besonders vornehm und klug und weise betrachtet. Es gibt keinen schiitischen Papst, keinen muslimischen Papst. Und dem folgt man nach. Ja. Marja heißt Referenz oder die Quelle der Nachahmung. Also jemand, dem ich folge. Zwar freiwillig folge. Und es gibt im Iran verschiedene Marjas, wie sie auch bei den Schiiten im Irak gibt. Der Großayatollah Sistani zum Beispiel, eine sehr prominente Figur. Aber Mujtaba spielt im Klerus keine Rolle. Der trägt einen Turban, also hat eine theologische, juristische Ausbildung genossen, die ist aber einfach so relativ, ich will nicht sagen schmalspurig, aber er hat da keine Karriere gemacht, also hat sich nicht hervorgetan. Übrigens war Khamenei damals auch
umstritten. Weil den Titel Großayatollah konnte er sich und Marjair, also eine entsprechende Gefolgschaft in theologischen Fragen, konnte er damals auch nicht für sich in Anspruch nehmen. Auch das war schon eine politische Entscheidung. Bei Mujtaba Khamenei ist es so, im Klerus spielt er keine Rolle, aber dafür im Sicherheitsapparat und bei der Revolutionsgarde. Bei der Verknüpfung von politischer, religiöser, geheimdienstlicher und wirtschaftlicher Macht. Das läuft bei ihm zusammen. Manchmal wurde er so als der Türsteher seines Vaters bezeichnet und ist wahrscheinlich der einzige Staatschef, der mir so einfällt, von dem ich nicht wüsste, dass er irgendwann mal ein Interview gegeben hat. Spricht er Englisch? Dann kann er zu Jung Naiv kommen. Nein, jetzt nicht. Ne? Aber ach, wirklich? Hast du noch nie davon gehört? Kanntest du ihn vorher? Hast du von ihm gehört? Ja, natürlich, klar. Natürlich aufgrund der Tatsache, dass er in Iran einigermaßen verhasst ist auch. Ja. Und jetzt hast du natürlich noch einen anderen Punkt. Und das hat nur dieser Krieg und die Tötung seines Vaters möglich gemacht. Denn eine dynastische Nachfolge in der schiitischen Geistlichkeit, unabhängig davon, was man jetzt ihr zugesteht, aber eine dynastische Nachfolge ist überhaupt nicht deren Ding. Es gibt ja welche, die noch scherzhaft sagen, die Leute fordern die Wiedereinführung der Monarchie und die Khameneis beantworten das dadurch, dass sie den Kronprinzen zum Nachfolger seines Papas machen. Also das ist tatsächlich eine sehr umstrittene Sache. Der war immer wieder als Kandidat im Spiel, um das Regime und den Apparat zu erhalten, aber es gab eigentlich andere Prätendenten, die viel aussichtsreicher gewesen wären. Die wurden getötet jetzt. Oder wurden teilweise getötet, aber die spielten dann auch keine Rolle mehr, weil es in diesem System jetzt darum ging, den Apparat zu erhalten. Und die Ernennung von Mujtaba, wenn sie denn tatsächlich so verfassungsgemäß abgelaufen ist, wie behauptet, das ist ja auch alles noch unklar, die ist nicht nur der maximale Mittelfinger an die Amerikaner, sondern auch ein Zeichen, wir geben nicht nach. Wir behalten die Kontrolle und das zeigen wir jetzt dadurch, dass wir den Sohn des Märtyrers Ali Khamenei, obwohl wir wissen, dass der beim Volk nicht beliebt ist, in diese Position erheben. Also keiner der Prätendenten wäre jetzt beliebt gewesen, der die Nachfolge von Khamenei hätte antreten können. Aber der Name Mujtaba kursierte, aber es war relativ unwahrscheinlich, dass Khamenei den tatsächlich durchsetzen würde in Friedenszeiten. Wissen wir, wie der jetzt gewählt wurde, ernannt wurde? Wissen wir das? Nein. Was glaubst du denn, wie es passiert ist? Ich weiß es nicht. Es gab ja auch das Gebäude des Expertenrats in der Stadt Qom, wo auch die Theologen und die Geistlichen tagen, wurde ja auch zerstört bei dem israelischen Angriff. Es gab Mitteilungen dazu, aber wie genau das abgelaufen ist, ich weiß es nicht. Das war aber auch damals übrigens bei Khamenei, nochmal in Friedenszeiten, nach dem Tod von Khomeini, ein ziemlicher Hinterzimmerdeal, wie der an die Macht gekommen ist. Also das eigentliche verfassungsgemäße Verfahren ist ja der Expertenrat, kommt zusammen. Ja. Und eine Art Bundesversammlung, könnte man sagen, im klerikalen System und wählt einen der Kandidaten öffentlich. Ja. Und dann. So wie der Papst hier, so. Wenn er tot ist, dann kommt im Vatikan zusammen. Ja, das ist tatsächlich nochmal nicht, ist dann, ja, ich glaube, bei der Konklave oder beim Konklave ist es auch eine Mehrheitsentscheidung. Ja. Ja. Aber so könnte man es vergleichen. Oder um das dem Publikum etwas näher zu bringen. Und das ist alles ja weggefallen, weil das Ganze mehr oder weniger geheim stattgefunden hat. Es gab ja auch keine Einführungszeremonie. Mujtaba Khamenei ist ja auch nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten, was Spekulationen befördert, dass er gar nicht mehr am Leben ist oder so schwer verletzt und entstellt, dass er das gar nicht kann. Aber ich kann dann nur spekulieren. Es würde dem eigenen Regime, glaube ich, langfristig oder mittelfristig oder sogar kurzfristig auch nicht helfen, den jetzt einfach wie den verborgenen Imam zu behandeln, den es in der schiitischen Tradition auch gibt. Denn irgendwann muss sich der Chef ja mal zeigen. Das ist so ein bisschen mein französischer Lieblingsautor Michel Audiard hat gesagt, das ist die Gerechtigkeit, das ist wie die heilige Jungfrau Maria, wenn die sich nicht ab und zu mal zeigt, dann stellt sich Zweifel ein. Und das ist wahrscheinlich hier bei diesem System auch so. Wenn Mujtaba Khamenei sich nicht irgendwann mal offenbart und zeigt, dass er noch am Leben ist, dann könnte auch bei der eigenen Anhängerschaft der Verdacht aufkommen, dass man hier hinters Licht geführt wird. Und das wäre wahrscheinlich für den Zusammenhalt des Regimes auch nicht gut. Haben die so einen messianischen Glauben, wie Teile auch also bei den Juden, ultraorthodoxe, haben ja auch ein Teil, haben ja auch dieses messianische, also irgendwann kommt the Second Coming. Also du stellst mir so Fragen, wo du schon die Antwort weißt, ne?
Das ist jetzt so ein bisschen Pro-Seminar Islamwissenschaft. Ja, aber ich erzähle dir gerne vom Mahdi. Ja, aber es gibt bei den Juden eine Gruppierung, die quasi glaubt, okay, jetzt irgendwann die Wiederkehr, der Messias kommt wieder, Apokalypse und so weiter. Dann gibt es bei den Christen, Evangelikalen, da ist der Jesus kommt bald wieder. Gibt es das bei den Schiiten auch? Das gibt es übrigens auch bei Sunniten, aber in einer anderen Form. Das ist die Gestalt des Mahdi. Der Mahdi ist ein Nachkomme des Propheten, aus der Blutlinie des Propheten, von dem man, gibt jetzt die Kurzfassung, davon ausgeht, dass er irgendwann aufgrund der Tatsache, dass er verfolgt wurde, dass die Familie des Propheten verfolgt wurde, hat sich versteckt. Nicht versteckt hat, sondern entrückt wurde. Das ist so ein theologisches, kosmologisches Konzept, entrückt, unsichtbar gewordenes, vom Antlitz der Erde verschwunden, aber noch da. Aha. Und dass er sich irgendwann, vielleicht gibt es da Anwandlungen beim Dalai Lama, ja, also nicht ganz, natürlich gibt es kein Wiedergeburtskonzept bei den Schiiten, aber so diese Vorstellung, dass er halt irgendwo existiert und man ihn erkennen muss. Und es gibt auch durchaus Berichte darüber, wo er herkommen könnte und wann er wieder auf die Erde kommt, wann er sich offenbart. Es ist auch nicht ganz klar, wo er sich befindet, aber er ist eben entrückt. Und die Vorstellung, dass der Imam Mahdi irgendwann mal zurückkommt, die ist letztendlich auch Teil der Struktur der Islamischen Republik, weil dieses System den Mahdi quasi zum eigentlichen spirituellen Staatsoberhaupt gewählt hat und gesagt hat, das ganze klerikale System, diese merkwürdige Herrschaft des obersten Rechtsgelehrten, was Khomeini da erfunden hat, das ist nur stellvertretend, solange wie der Mahdi sich noch nicht offenbart. Und da gibt es innerhalb des schiitischen Spektrums diejenigen, die sagen, der Mahdi kommt erst dann, wenn die Zeit reif ist, wenn die Menschen auf der Welt so gerecht geworden sind, dass sie ihn würdig sind zu empfangen. Und es gibt diejenigen, die sagen, es muss erstmal Chaos und Untergang auf der Welt herrschen und Korruption, dass der Mahdi kommt und uns erlöst. Und ich würde das aber jetzt auch nicht, das ist ein Element des Schiismus, das würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Also nicht alle Schiiten verbringen ihren Tag damit, darauf zu warten, dass der Imam Mahdi wiederkehrt, genau wie nicht alle, auch gläubige Juden, ständig an den Maschiach denken. Aber in solchen Momenten von Krise, von extremer Gewalterfahrung, von Kriegen, werden natürlich solche eschatologischen, also Endzeit ausgerichteten Vorstellungen und Bilder wieder sehr lebendig und werden dann auch Teil der Sprache bei den entsprechenden Gläubigen. Gut, da muss ich jetzt natürlich auch die Endzeitfrage stellen, beziehungsweise Teile der Juden wollen auch einen dritten Tempel, oder Third Temple, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber den dritten Tempel errichten, wo aktuell die Al-Aqsa-Moschee noch draufsteht, am Felsendom in Jerusalem. Du siehst, es fallen Raketen, auf mal iranische Raketen in Jerusalem runter. Was passiert, wenn auf einmal der Felsendom oder die Al-Aqsa-Moschee zerstört wird? Entweder von iranischen Raketen, israelischen False-Flag-Sachen, who knows. Könnte das nochmal einen religiösen Konflikt auslösen, wenn die Al-Aqsa-Moschee zerstört ist? Davon gehe ich sehr aus, ja. Was würde das in der muslimischen Welt bedeuten? Also, dass die Saudis, also die Sunniten, sich dann zusammentun und sagen, jetzt führen wir auch Krieg gegen den Iran? Also das ist ein spekulatives Szenario, aber vielleicht kann ich es so runterbrechen. Also die Bedeutung des Tempelbergs und die Bedeutung, also Tempelbergs aus Perspektive der Juden, des Haram al-Sharif, also des edlen Heiligtums für die islamische Kultur ist nicht zu überschätzen. Also es ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr wichtiges Symbol, gerade weil es auch so politisch aufgeladen ist durch den Kampf um Palästina, den Kampf um Jerusalem. Insofern, wer die Lunte daran legt und den Status quo verändern möchte und sagt, jetzt entziehen wir, also wie zum Beispiel, es kann sein, es gibt ja die Waqf, also die Stiftung, die muslimische Stiftung, die das verwaltet und sagt, da entziehen wir jetzt also die Kontrolle hier drüber und wir erklären das jetzt. Hier wird jetzt ab sofort die Polizei von Jerusalem zuständig sein und das erklären wir jetzt alles, das judaisieren wir jetzt. Solche Reden gibt es ja und es gibt auch viele Muslime in Jerusalem, die sagen, die sind gerade dabei, das vorzubereiten. Es gibt tatsächlich welche, die an diese Heiligtümer, an Jerusalem selber die Lunte legen und glauben, dass Ben Gvir und so weiter, die gehen klar, und da fortwährend provozieren. Und erinnere dich daran, dass die zweite Intifada begonnen hat, mit einem als starke Provokation empfundenen Besuch und auch einer Machtdemonstration damals von Ariel Sharon auf dem Tempelberg. Und es steht nicht nur das iranische Neujahrsfest Nowruz bevor,
Heute ist die Nacht, wo die Leute übers Feuer springen und quasi eigentlich die bösen Geister hinter sich lassen. Also da erwarten auch manche, dass etwas passiert, auch vielleicht möglich wieder Proteste geben wird. Aber es ist auch, steht auch das Eid-Fest bevor, also das Ende des Ramadan, das Zuckerfest. Und das ist eigentlich eine schöne Zeit für die Menschen der Region, aber auch eine Zeit aufgrund der Gebete und so weiter, wo man damit rechnet, dass in Jerusalem auch wieder große Spannungen und Eskalationen bevorstehen könnten. Und es kommt wirklich. Da habe ich hier mal Zeit, ich habe jetzt schon viel geredet, aber vielleicht noch diesen einen Punkt zu erklären. Das Tragische an dem Felsendom, den du gerade gesprochen hast, und das Wunderbare an diesem Felsendom, ist, dass er eigentlich möglicherweise ein interreligiöses Bauwerk ist. Ja. Das ist keine Moschee. So wie das gebaut ist, im Grunde als Schrein, ist das keine Moschee. Da über dem Berg Moria gebaut, als Anknüpfungspunkt, als Ort, wo man gedenkt der Szene, wo Abraham seinen Sohn bindet und in letzter Minute Gott einschreitet und sagt, du sollst ihn nicht opfern und einen Widder schickt. Muslime und Juden insbesondere interpretieren das unterschiedlich. Aber warum hat der Kalif Abdelmalik diesen Felsendom dahin gebaut? Dieses wirklich rätselhafte, wunderbare Gebäude. Die Forschung geht heute teilweise davon aus, dass das eine Antwort war, natürlich auf die Grabeskirche, auf die christliche Präsenz in Jerusalem, möglicherweise eine Einladung an die Christen und Juden, sich einer gemeinsamen Religion anzuschließen, möglicherweise aber auch, weil er glaubte, dass an diesem Ort der Meschiach der Juden, der Mahdi, erst der Mahdi und dann der Meschiach, also eine Vorstellung, die es bei den Muslimen auch gibt, niederkommt und dort Gericht hält über die Gerechten und die Ungerechten. Und dieses Symbol ist eigentlich ein wunderschönes Symbol. Es ist kein polarisierendes, keines der islamischen Dominanz, sondern ein Symbol, was die verschiedenen Religionen miteinander verbindet. Und ab und zu, ich meine, die Geschichte gibt uns ab und zu mal Orientierung, aber ab und zu, glaube ich, ist vielleicht auch mal wichtig, daran zu erinnern, wie Menschen vor Jahrhunderten gedacht haben, was sie damit verfolgt haben und dass der Nahe Osten nicht immer nur Krieg und Gemetzel und Krisen Ölinteressen und sonst was sind, sondern dass es auch eine tief verwurzelte gemeinsame Geschichte gibt. Letztes kurzes Thema, bevor Hans kommt. Was ist aus deiner Sicht die iranische Kriegsstrategie? Also, man schießt auf Israel, Tel Aviv, Jerusalem hauptsächlich. Man beschießt amerikanische Basen in den Golfstaaten, die teilweise schon vorher geräumt wurden. Man beschießt amerikanische Raketenabfanggeräte, was dann alles schwerer macht, Raketen und so weiter. Jetzt habe ich gerade dir was erzählt über den Tempelberg in Jerusalem, was interreligiöses, und jetzt kommst du mir wieder mit Kriegsstrategien. Ja, das ist ja auch immer furchtbar. Aber gut, ich bin ja hier, um alle Fragen zu beantworten. Aber wie wehrt sich der Iran? Das ist jetzt, man beschießt quasi die GCC-Staaten, also Gulf Cooperation Council, da ist ja Bahrain, Oman, Saudi-Arabien, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate drin. Ich glaube, außer Oman wurden alle schon... Hast du Katar genannt? Ja. Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, ja. Katar, Oman. Diese Strategie ist angekündigt und die ist einigermaßen zynisch, aber sie folgt dem Problem, dass die iranische Abschreckung eben nicht in der Lage ist, wirklich Amerika empfindlich zu treffen, also das amerikanische Militär zu beschädigen. Deswegen sagt man, wir greifen amerikanische Assets an, amerikanische Interessen. Und das hat man immer gemacht übrigens. Und genau das zu verhindern und diese Politik zu verändern, deswegen haben die Golfstaaten, insbesondere Saudi-Arabien, nach der traumatischen Erfahrung 2019 angefangen, mit Iran eine neue Politik zu machen, weil sie eben dieses Risiko nicht eingehen wollten. Die iranische Abschreckung oder das iranische Nullsummenspiel in dieser Frage ist, den maximalen Albtraum für alle in der Region zu verwirklichen, die immer vor diesen Kriegen gewarnt haben. Und gleichzeitig mit der Botschaft verbunden, nehmt es bitte nicht persönlich, was die Sache noch zynischer macht. Man möchte den Staaten der Region erstmal zeigen, eure Militärbündnisse mit Amerika, haben wir euch nicht reingeredet, solange wir nicht angegriffen wurden. Und jetzt werden sie sich gegen euch wenden. Ja.
Der andere Punkt ist, man möchte die Kosten für diese Staaten und für die Weltwirtschaft so in die Höhe treiben, dass der Druck auf die Amerikaner wächst. Bei Israel macht man sich da, glaube ich, nicht so die Illusion, aber dass der Druck auf die Amerikaner wächst, dass man sich das nicht mehr leisten kann. Und das Ganze schlägt manchmal so Blüten, wo man sagen kann, die sind so, das ist so zynisch, aber auch so abgekartet. Es wurde neulich eine Ölanlage im südlichen Oman bombardiert. Oman, das Land, was was die Verhandlungen geführt hat, was sich wirklich eingesetzt hat und wirklich nicht anti-iranisch war. Diese Ölanlage wurde deswegen getroffen, weil sie erstens keine Luftabwehr hat und zweitens, weil sie außerhalb des Persischen Golfs unten an der Arabischen See liegt. Und weil man zeigen wollte, selbst wenn ihr versucht, die Rohstoffe, das Öl über Land um die Straße von Hormuz herum zu transportieren, auch da werden wir euch treffen. Deswegen hat man dahin eine Rakete geschossen. Also diese Strategie, aber was ich interessant finde im Übrigen, dass es in bestimmten Bereichen noch nicht eskaliert wurde. Dazu gehört der Kaukasus, die nördliche Nachbarschaft Irans. Ja, Aserbaidschan. Ja. Und bisher am Roten Meer, die Houthis haben sich für ihre Verhältnisse auch noch zurückgehalten, was natürlich die nächste Eskalationsstufe wäre, wenn dann der Welthandel in zwei Choke Points, also zwei Flaschenhälsen an der Straße von Hormuz und am Bab el-Mandab, südliches Rotes Meer, beeinträchtigt würde. Das wäre, denke ich, nochmal die nächste Stufe des Chaos für die Weltwirtschaft. Und die iranische Strategie ist, das so lange zu machen, bis die Schmerzgrenze bei den anderen erreicht ist, wissend, dass man selber das natürlich nicht lange durchhalten kann, weil irgendwann gehen einem die Raketen aus und irgendwann werden die amerikanischen und die israelischen Bombardements so desaströse Konsequenzen zeitigen, dass man nicht mehr in der Lage ist, Raketen zu schießen, aber die Straße von Hormuz durchaus noch mit Booten, Minen und unbemannten U-Booten und Torpedos und so weiter so zu beschädigen, dass die Kosten für die Reedereien und für die Versicherungen untragbar werden. Wie sicher sind eigentlich diese ganzen Monarchien in den Golfstaaten? Also auf welcher Machtbasis beruhen die? Weil, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, aber es gab Fernsehbilder auch im Westen, wo Menschen in Bahrain, als die iranischen Raketen quasi in ihrer Stadt eingetroffen sind oder Hotels getroffen haben, die haben auf der Straße gejubelt. Sowas gab es, aber da ist auch mit Vorsicht zu genießen, jetzt zu denken, wie die bahrainische Bevölkerung findet das toll, was da passiert. Bahrain ist ein Sonderfall. Es gibt in Bahrain, auch in Saudi-Arabien an der Golfküste, aber in Bahrain insbesondere eine große schiitische Bevölkerung. Das ist, glaube ich, das Land eigentlich mit einer schiitischen Bevölkerungsmehrheit von den Golfstaaten das einzige. Und es ist ein Land, wo Menschen auch von der Abstammung her enge Beziehungen nach Iran haben, wie uns die Golfstaaten nach Belutschistan und so. Also das sind nicht nur Araber, die da über die Jahrhunderte gelebt haben. Und insofern in Bahrain gibt es enge Beziehungen zwischen der Bevölkerung und Iran. Und es gab immer wieder, nicht nur in der Islamischen Republik, sondern auch unter dem Schah, diese Propaganda, das gehört eigentlich uns. Also insofern ist das ein besonders sensibler Punkt in Bahrain. War es auch zu Beginn des arabischen Frühlings. Da gab es nämlich einen Aufstand auch von einem Teil der schiitischen Bevölkerung. In Saudi-Arabien, Kuwait auch, gibt es auch schiitische Gruppierungen. Und die Frage nach der Stabilität dieser Regierungen, die ist eine sensible, aber die ist absolut berechtigt. Denn wenn das ganze Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, dem ja alle vertraut haben. Also in Europa sprechen manche Politiker jetzt von der Over-Reliance, ja, also dass man einfach blind darauf vertraut hat, dass das alles so funktioniert. Wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn wir in die absurde Situation kommen, dass die reichsten Staaten der Welt auf einmal in wirtschaftliche Schieflage kommen, dann ist natürlich auch der Gesellschaftsvertrag steht in Frage. Und das ist auch ein Schreckensszenario, gegen das sich natürlich die Monarchien am Golf zur Wehr setzen, was sie in den letzten Jahren eigentlich seit dem arabischen Frühling einigermaßen erfolgreich getan haben. Und das andere Horrorszenario ist da quasi, wenn die Iraner oder wenn sie sich gegenseitig ihre Salzungsanlagen beschießen. Also, ich glaube, in den Golfstaaten 40 oder 50% der ganzen Wasserversorgung der Bevölkerung hängt an diesen wenigen Anlagen. Ja. Und da war doch irgendwie, glaube ich, entweder Israelis und Amerikaner haben zuerst irgendeine Wasseranlage im Iran getroffen und die Iraner gleich gesagt, ey, das ist jetzt hier Präsedenz. Die Iraner vermitteln den Eindruck, als würden sie zivile Ziele in den Golfstaaten dann bombardieren, wenn die Amerikaner und die Israelis zivile Ziele bei ihnen bombardieren. Da kannst du mir vorstellen, wie sich diejenigen fühlen, die quasi auf der Empfängerseite sind, die in dieser Dreiecksbeziehung diejenigen sind, die dann das Leid davon tragen. Und letzte Frage, Hans steht schon bereit.
Petrodollar, hier Straße von Hormuz, könnte das quasi perspektivisch die Amerikaner, das Empire, am meisten quasi schädigen, wenn quasi der ganze weltweite Ölhandel nicht mehr über den Dollar ablaufen muss. Weil mir jetzt, glaube die Chinesen haben gestern einen Deal gemacht mit den Iranern, wurde ein Schiff durchgelassen, wird jetzt in Yuan bezahlen, nicht mehr in Dollar. Also es ist ja nicht so, dass die Straße von Hormuz blockiert ist, dass da gar nichts mehr durchkommt, sondern die Iraner entscheiden einfach, naja, also es sind nur 10% der Schiffe gehen gerade durch. Ne? Deswegen ja meine Vermutung damals, dass wenn die Amerikaner anfangen, dass sie sich erstmal mit der Tankerflotte der Iraner beschäftigen, was natürlich aber auch dann gleich dazu geführt hätte, dass sie die Straße von Hormuz zumachen. Guck, Petrodollar, auch ich kenne diese Begriffe, aber lass uns nicht darüber fachsimpeln. Ich kenne mich mit internationaler Finanzpolitik nicht so gut aus. Ich war nur mal vor... Ich wollte es angebracht haben, bevor... Ich sagte ja noch, ich war vor 1,5 Jahren mal im Raum beim Doha-Forum, wo westliche, arabische, das ist wirklich das einzige Forum, da sitzt du neben den Taliban und neben dem russischen Außenminister und dem Vertreter der Republikanischen Partei aus Amerika. Das ist wirklich interessant, wo die Leute da alles herkommen. Okay. Und da war also im großen Saal ein russischer Ölmanager, der eine halbe Stunde oder mehr einen Vortrag gehalten hat, wie man das jetzt genau mit Excel-Charts und alles Mögliche, wie man das machen könnte, dass man die internationalen Ölverkäufe nicht mehr in Dollar abrechnet. Ich habe mir das wurde auf Russisch vorgetragen, übersetzt. Ich habe die Übersetzung verfolgt, ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, aber ich weiß natürlich, dass es ein Instrument ist, um die Amerikaner noch mehr in Schrecken zu versetzen und vielleicht auch dazu anzustacheln, imperiale Kontrolle über diese Region wiederherzustellen, damit eben genau der Angriff auf den Dollar nicht stattfindet. Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Ich muss jetzt noch ein paar Fragen von Hans ertragen. Wir haben jetzt 17. März 2026. Glaubst du, wenn wir uns jetzt in einem Jahr wieder hören, dass der Krieg vorbei ist? Dass es jetzt doch recht schnell geht, weil die Amerikaner sagen, ist uns alles so teuer, wir ziehen das jetzt nicht durch? Hast du eine Prognose? Vor allem jetzt nicht, wo du schon am Gehen bist. Dieser Krieg vielleicht ja. Nur ich habe leider die große Befürchtung, dass dieser Krieg eben nicht das, was Netanyahu den Leuten verspricht, der Krieg, the war to end all wars, sondern ein Krieg ist, der andere Kriege hervorbringt. Denn das ist leider auch die historische Erfahrung, dass man Frieden selten damit herstellen kann, dass man solche Kriege führt. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, ich meine, ich habe es eben angesprochen, das iranische Neujahrsfest steht jetzt bevor am Freitag um 14 Uhr, glaube ich, beginnt auch der astronomische Frühling. Die Menschen hoffen sehr, dass das Jahr wird, wo sie nicht mehr solchen Dingen ausgesetzt sind. Aber so wie das gerade läuft, fürchte ich, dass diese Hoffnungen vielleicht enttäuscht werden. Ich hoffe ja, dass irgendjemand dich anruft. Du kennst dich mit der Kunst des Friedens aus, mit Deals, Friedensverhandlungen, Geheimdiplomatie. Vielleicht brauchen da ein paar Leute Hilfe. Ich hoffe, du stehst bereit. Immer. Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt kommt Hans. Grüß dich, Hans. Hallo Daniel. Was für eine charmante Überleitung. Jetzt musst du noch ein paar Fragen von Hans ertragen. Ja, ich muss auch sagen, das hätte er ein bisschen, bisschen zuvorkommender tun können. Aber ach, warum soll man sich verstecken? Es war ein ziemlich großes Interesse. Im Livestream waren insgesamt deutlich über 10.000 Leute über die ganze in der Summe dabei und eigentlich ein permanentes Publikum von 2.500. Das ist wirklich gut, ist eine gute Zahl und zeigt ein großes Interesse an dem Thema und auch an der Person. Ich habe einige Fragen des Publikums mir schwerpunktmäßig rausgesucht. Was ist eigentlich das, wird gefragt, realistische Szenario? Gibt es eins für einen Systemwechsel in Iran oder zumindest Richtung Freiheit und Wohlstand, auch unter der Berücksichtigung der Tatsache dieses Krieges? Gibt es ein solches Szenario? ich glaube, in dem Moment, wo dieser Krieg begonnen hat, sind die Szenarien, die man vorher hatte, obsolet geworden, weil es so einen entscheidenden, möglicherweise negativen Einfluss auf Veränderungsprozesse hat. Vielleicht auch positiv, aber nach meinem Eindruck eher einen negativen Einfluss hat, dass man die ganzen Faktoren wieder neu berechnen müsste. Im Januar gab es durchaus das Szenario, dass sich eine so große kritische Masse von Menschen im Iran gegen das Regime erhebt, dass die Regierung
so unter Druck gerät, dass sie auch gegenüber der eigenen Anhängerschaft nicht mehr verkaufen kann, dass sie einfach so weitermachen kann und dass sie signifikante Zugeständnisse machen muss. Auch wenn viele das hier für unrealistisch gehalten haben, gesagt haben, das ist ja ein Regime, das würde sich niemals ändern. Aber es gibt durchaus auch Anzeichen, die man diskutieren kann, dass das Regime auf Druck reagiert hat und dass die Bevölkerung Fakten geschaffen hat mit ihrem Protest. Aber diese maximale, ich würde jetzt mal sagen, innere zivilgesellschaftliche Unruhe in Iran, die wurde eben nicht genutzt von USA oder Israel, zu sagen, da wankt jetzt ein System und wir gehen da jetzt rein und versuchen es zum Sturz zu bringen, sondern es wurde abgewartet, bis sozusagen das System mit innerer Unterdrückung für Ruhe gesorgt hat. Ja, da gibt es mehrere Gründe, die ich auch im Gespräch mit Thilo schon angesprochen habe, warum man abgewartet hat. Könnte ich sagen, dass es politisches Kalkül gewesen ist, aber ich glaube, insbesondere auf der amerikanischen Seite waren es einfach die technischen Möglichkeiten. Wie gesagt, in dem Moment, wo die Amerikaner das behauptet, wo Trump das behauptet hat, war es einfach nicht so, dass er eine realistische Chance gehabt hätte, also dass die Option überhaupt gehabt hätte, diesen Krieg zu beginnen. Da müssen erstmal die Flugzeugträger da sein. Genau, damit man unter maximaler Vermeidung eigener Verluste sowas durchziehen kann. Stell dir mal vor, was passiert wäre, wenn die Iraner dann irgendwie einen amerikanischen Kreuzer im Persischen Golf versenkt hätten. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Insofern muss man, glaube ich, diese ganzen Prozesse mit einpreisen. Dadurch, dass jetzt der Krieg begonnen hat, hat natürlich aus amerikanischer Sicht muss man sagen, naja, wir schwächen das Regime, wir schwächen den Unterdrückungsapparat. Israel sagt, wir töten den Chef der Basij, wir töten den Chef der Revolutionsgarde, wir töten den obersten, den Staatschef. Also wir kämpfen ja gegen das Regime. Wir begreifen die Polizeistationen in, weiß nicht, Kermanschah an oder wo das war. Also man hält sich ja zugute, dass man das Regime konkret bombardiert, um eben den Unterdrückungsapparat zu schwächen. Auf der anderen Seite sorgt man natürlich auch dafür, dass die Bevölkerung so unter Druck ist und so unter Stress. Wer wird denn in dieser Situation, wo das Regime auch ankündigt, wer jetzt auf die Straße geht, da wird ohne Vorwarnung geschossen. Wer kann sich denn in einer solchen Situation, wo du die Wahl hast, ob du vom Regime erschossen wirst oder von einer amerikanischen oder israelischen Bombe getötet, organisieren, eine Protestbewegung zu entfalten? Und das ist eben die große Frage. Also die Hoffnung, dass jetzt die Institutionen des Regimes so zerstört werden, dass dann die Bevölkerung heroisch mit der Fahne in der Hand die Macht übernimmt und die Paläste stürmt, so wie Trump das angedeutet hat. Das muss man jetzt mal durchdenken, ob das so funktioniert. Und ich bezweifle, dass diejenigen, die das so propagandistisch dann benutzt haben, tun. Ich glaube tatsächlich, der Faktor, dass das Regime geschwächt war, hat einen entscheidenden Einfluss darauf gehabt, dass die beiden gesagt haben, jetzt können wir nicht nur bestimmte militärische Interessen durchsetzen, das Regime schwächen, sondern wir können auch das verbinden mit einer befreienden, demokratisierenden Agenda und das damit legitimieren. Und da haben sie ja von Teilen der iranischen Diaspora, insbesondere von dem Kronprinzen Reza Pahlavi, auch Schützenhilfen bekommen, denn der hat ja gesagt, greift an und hat ja auch schon im Juni gesagt, das ist ein Krieg und beim Krieg gibt es eben Verluste. Ich nehme an, du hast heute die Rücktrittserklärung von Joe Kent auch gelesen. Der Chef der US-amerikanischen Terrorismusabwehr, der hat mit sofortiger Wirkung sein Amt niedergelegt, mit einer Erklärung, die ich in dieser Klarheit von noch keinem hohen Mitglied der Trump-Administration gehört oder gelesen habe. Im Kern sagt und schreibt er da, es gab und gibt keinerlei reale terroristische Bedrohung des Iran gegenüber den USA. Und er schreibt, dieser Krieg sei Trump sozusagen eingeredet worden, zum einen von Netanyahu und zum Zweiten von relativ starken pro-israelischen Lobbygruppen in den USA. Im Grunde ist das ein desaströses Dokument. Was Kent da schreibt, deckt sich das mit deiner Einschätzung, mit deinem Wissen? Mit meinem Wissen nicht, aber mit meinen Beobachtungen ja. Ich denke, dass der israelische Einfluss, der Einfluss von Netanyahu auf Trump sehr, sehr entscheidend war bei der Entscheidung, lege ich den Hebel in die Richtung oder in die andere. Aber ich denke, das ist nicht der einzige Grund. Aber wenn jemand aus einer solchen prominenten Position aus dem Inneren des Apparats
das sagt in dieser Klarheit und seinen Rücktritt damit begründet, dann ist das eine sehr, sehr valide Quelle, eine sehr verlässliche Quelle im Unterschied zu vielen Spekulationen, die sonst so umgehen, was die Gründe dafür sein könnten und was da so im Hintergrund alles passiert. Es wird gemeldet heute aus israelischen Quellen, dass Ali Larijani getötet worden sei letzte Nacht durch Luftschläge. Der oberste Sekretär des obersten Nationalen Sicherheitsrates in Iran. Welche Bedeutung hatte und hat diese Person? Und was bedeutet es, wenn er jetzt eine weitere Figur ist, die durch Anschläge aus dem Leben in den Tod befördert wurde? Also die Logik scheint ja zu sein, wer immer eine prominente Figur ist dieses Regimes, idealerweise, wenn er sich dann auch noch an Verbrechen des Regimes aus früheren Zeiten beteiligt hat oder wir irgendeine andere Rechnung mit ihm offen haben, aber wenn er irgendeine prominente Figur ist, dann bringen wir ihn um. Und das machen wir so lange, bis vielleicht irgendwie keiner mehr aufkommt. Bis die Leute nicht mehr ihr Gesicht zeigen, bis die Leute sich nicht mehr äußern. Fall Ali Larijani ist ein hochinteressanter Fall. Das ist so eine außergewöhnliche und gleichzeitig typische Figur der Islamischen Republik. Ein Karrierist aus dem ideologischen Apparat, der sich immer mal wieder mit allen Wassern gewaschen gezeigt hat, auch pragmatisch war, in verschiedenen Funktionen aufgetaucht ist, mal als Parlamentspräsident, jetzt Chef des Nationalen Sicherheitsrates. Jemand, der, glaube ich, sogar auch aus diesem Umfeld kommt, die damals noch mit Khomeini aus dem Exil vom Irak in den Iran gekommen sind. Moawwadin nennt man die. Also das ist so eine bestimmte Clique von Leuten, die noch besonders besonderes Vertrauen zueinander hatten, weil sie eben so diese Exilgruppen waren, die dann zurückgekommen sind, als Khomeini die Macht übernommen hat. Ali Larijani war aber in den letzten Tagen deswegen interessant, weil man ihm zutraute, dass er diesen Apparat in seiner Komplexität wieder zusammenbringen kann, der ja relativ dezentral dem Kommando gefolgt ist. Jetzt schießen wir aus allen Rohren. Und der es wieder geschafft hätte, möglicherweise den Sicherheitsapparat, den Klerus und den politischen Betrieb wieder in irgendeiner Form zu verzahnen. Und Ali Larijani wurde immer wieder gehandelt, spekulativ vielleicht, als jemand, der eine Brücke schlagen kann und der seine vielfältigen Kontakte nutzen kann, um vielleicht über die Türkei, vielleicht aber auch über die Europäer, einen Ausweg zu bieten, den Amerikanern einen Deal zu machen, um diesen Krieg zu beenden. Es gab sogar Spekulationen darüber, dass Ali Larijani zeitweilig direkt mit Israelis in Kontakt gewesen wäre. Nicht jetzt während des Krieges, aber davor. Und diesen Mann jetzt ausgerechnet zu töten, bringt natürlich mit sich, dass irgendeine Annäherung zwischen Amerikanern und Iranern, irgendeine Verständigung erschwert wird. Er war in den letzten Tagen derjenige, der ihm in Abrede gestellt hat gesagt, wir haben keine Gespräche und wir würden auch gar nicht mit den Amerikanern sprechen, wenn sie auf uns zukämen. Alles Fake News, alles Gerüchte. Aber wenn jemand so deutlich öffentlich sich verpflichtet fühlt zu erklären, dass es keinerlei Verhandlungen und Backchannels gibt, dann ist er meistens on maneuvers. Was bedeutet es, wenn eine solche Figur und andere, er ist nicht der Einzige, sagen die Israelis, der heute Nacht getötet wurde. Was bedeutet es, wenn solche Figuren, die zu den dann doch tragenden Korsettstangen eines Systems gehören, wenn die eliminiert werden? Schwächt das vorhandene System oder schweißt es eigentlich eher zusammen oder beides? Ich glaube, das ist schwer zu sagen, aber die inneren Kohäsionskräfte des Regimes, die sind ja da und die werden natürlich auch gestärkt durch eine gemeinsame Leiterfahrung. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer eine Frage, bis zu welchem Grad. Irgendwann ist der Druck so hoch, dass es vielleicht auseinanderfällt. Ich meine, du erinnerst dich im vergangenen Jahr, im sogenannten 12-Tage-Krieg, da hat man ja auch gesehen, dass es eine sehr, sehr tiefe nachrichtendienstliche Durchdringung des iranischen Sicherheitsapparats auf den Middle Ranks insbesondere gab durch die Israelis. Davon ist auszugehen. Wir wissen auch, dass nach diesem demütigen Rückzug aus Syrien nach dem Sturz oder während des Sturzes des Assad-Regimes auch viele Revolutionsgardisten sehr frustriert nach Iran zurückgekommen sind. Also da gab es durchaus auch
Einfallstore für welche, die das System auseinandertreiben wollen. Aber diese massive Bombardierung führt eben nicht unmittelbar dazu, dass das Regime, weil es kopflos ist, keine Handlungslogik mehr hat. Wenn der Druck so groß wird, das ist auch letztendlich eine Frage der Zeit, dann kann auch dieses Regime sich nicht mehr endlos halten. Aber es ist eben immer die Frage, was für einen Preis man dafür bezahlen möchte. Und was als letztes, glaube ich, oder was ein solches Regime am besten kann, ist den inneren Unterdrückungsapparat zusammenhalten. Nicht unbedingt die äußere Verteidigungsfähigkeit, aber den inneren Unterdrückungsapparat. Und ich habe den Eindruck, dass man auf jetzt gerade Ideologie gar nicht mehr so das Thema ist. Also, dass man jemanden wie Mustafa Khamenei zum Nachfolger macht, dient ausschließlich der inneren Destabilisierung und nicht der Suche nach irgendeiner Legitimität bei der Bevölkerung. Und deswegen ist das nach meinem Dafürhalten auch keine sehr nachhaltige Wahl. Es werden dann auch sozusagen weltpolitische Antworten von dir erwartet. Zum Beispiel, wurde gefragt, mich würde eine Art positives Szenario interessieren. Könnte ein, in Anführungsstrichen, westlicher Iran in Bezug auf Ukraine und China Auswirkungen haben, gegebenenfalls Russland unter Druck setzen? Kann man dazu etwas sagen oder ist das zu weit spekuliert? Das ist überhaupt nicht zu weit spekuliert. Denn da sind die Historiker ja wieder zur Stelle und können sagen, wir hatten ja mal eine solche Situation. Wir hatten einen Kalten Krieg. Ein bisschen vergleichbar mit der heutigen Situation. China und die weltwirtschaftlichen Fragen waren natürlich noch völlig andere. Und dann hatten wir den Schah, dem ja von der Regimepropaganda, aber auch von anderen politischen Gruppierungen immer wieder vorgeworfen wurde, er sei ein Steigbügelhalter des Westens. Was er nicht war. Er hatte Unterstützung aus dem Westen, aber insbesondere in den letzten Jahren gab es sehr, sehr starken Dissens. Auch sehr, sehr deutliche Worte diesbezüglich. Dieses imperiale Selbstbild des Schahs, verbunden mit dem großen wirtschaftlichen Aufschwung, den Ressourcen, dem Reichtum und des Selbstbildes, das er hatte, war alles andere als ein einfacher Partner des Westens, geschweige denn Erfüllungsgehilfe. Diese Erfahrung haben auch die Golfstaaten gemacht. Deswegen, wenn die auf die Situation schauen und hören, dass irgendjemand die Monarchie in Iran wieder einführen möchte, dann denken die auch an die Zeit, an die 70er Jahre, als Iran auch die Bestrebung hatte, auch wenn sie es nicht umgesetzt haben, vielleicht mal eine Atommacht zu werden, Anspruch erhoben hat, auch militärisch zum Teil besetzt hat auf Inseln im Persischen Golf und so weiter. Das heißt, dass ein 90-Millionen-Land wie Iran, wenn es demokratisch ist und letztlich auch relativ autonom ist, was seine Ressourcen betrifft, auch wenn gerade ein schlechtes Management stattfindet und Teheran quasi trocken liegt, gibt es in Iran alles. Ja, Bodenschätze, es gibt Wasser, es gibt Öl, es gibt Gas, es gibt eine sehr, sehr strategische Platzierung auf der Karte. Also Iran hat ein unglaubliches Potenzial. Deswegen sind die Iraner ja so frustriert, weil sie denken, eigentlich müssten wir Teil der G7 sein, wenn wir uns normal entwickelt hätten. Aber dass dieses Land nachher ein Klient Amerikas wird oder ein privilegierter Handelspartner der Europäischen Union, dafür sehe ich keine Anzeichen geschichtlich. Das kann sein, aber das ist auf jeden Fall nicht so, dass es automatisch so wäre. Hast du Zahlen, seriöse Einschätzungen über die Zahl der getöteten Demonstranten in Iran seit Januar? Es gibt da geistern in Anführungsstrichen Zahlen rum, die gehen von einigen Tausend bis rein in Zehntausende. Wovon gehst du aus? Ich habe keine Zahlen, ich habe keine eigenen Zahlen. Als in den ersten Tagen nach dem Blackout oder im Grunde schon noch in der Zeit des Internet-Blackouts iranische Oppositionsmedien, also wirklich radikal oppositionell eingestellte Medien, schon berichteten, dass 12.000 Menschen getötet worden seien, dann habe ich das damals auch für realistisch gehalten. Einfach aufgrund der Tatsache, wenn man extrapoliert hat, was berichtet wurde aus Kleinstädten und das auf die großen Städte hochrechnete, das schien mir plausibel aufgrund der Tatsache auch, dass viele Leute berichtet haben, dass sie jemanden kannten, der getötet oder schwer verwundet wurde. Und wenn das so in den ersten Tagen, auch wenn es Oppositionsquellen waren, dass die Zahlen in den ersten Tagen sind, dann ist es auch wahrscheinlich, dass die
Zahl der Getöteten wesentlich höher ist. Aber eigene Zahlen, ich habe wie du letztendlich die Zeitungen dazu gelesen und mir ein Bild gemacht, kann ich nicht abgeben. Aber es ist auf jeden Fall bemerkenswert schon gewesen, dass auch die Vertreter des Regimes, auch die Institutionen des Regimes von einer beachtlichen Zahl getöteter Menschen, auch durch Schussverletzungen getöteter Menschen gesprochen haben und auch aus dem Regime selber es Reaktionen gab, die durchaus nahelegten, dass die Zahl schockierend hoch gewesen ist. Wie ist die Beziehung zwischen Saudi-Arabien und Iran, Irak? Habe ich eben schon ein bisschen was zu gesagt. Auch da historisch muss man weit zurückschauen. Es ist ein sehr, sehr problematisches Verhältnis, denn Saudi-Arabien betrachtet sich als Führungsmacht der sunnitischen Welt. Der König von Saudi-Arabien ist der Hüter der heiligen Städten Mekka und Medina. Iran betrachtet sich als Führungsmacht der schiitischen Welt, auch Muslime. Sie erkennen auch natürlich die heiligen Städten Mekka und Medina an, aber sie haben eben auch eine eigene Tradition, die ansonsten in der islamischen Welt eine Minderheit ist. Diese kulturell-religiösen Führungsansprüche, die verbinden sich mit einer engen Nachbarschaft, einem großen Geltungsanspruch. Beide Staaten sind ressourcenreich, beide Staaten haben unterschiedliche Systeme und beide Staaten befinden sich in jeder Hinsicht in einem Konkurrenzverhältnis, schon deshalb angefeuert, weil Saudi-Arabien seit seiner Gründung im Grunde ein verbündeter Klient, Partner der USA ist. Nicht seit seiner Gründung, aber seit den 40er Jahren. Gibt es so ein Dreieck? Eigentlich gehört Israel in dieser Aufzählung der Verhältnispositionen. Der Pakt mit Saudi-Arabien Ja. ist älter als der mit Israel. Das Ja. ist wirklich, das darf man nicht vergessen. Israel kam im Zuge des Kalten Krieges, aber für die Amerikaner war es keineswegs ausgemachte Sache, dass Israel der Premium-Partner im Nahen Osten ist. Der Pakt mit Saudi-Arabien, der geht wirklich auf die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs zurück. Aber er ist auch nie so eng gewesen natürlich wie die militärische Allianz, die aber übrigens auch keine Verteidigungsallianz ist wirklich zwischen Israel und den USA, aber sagen wir so eng sind die beiden Staaten natürlich nicht beieinander. Also Saudi-Arabien und Iran sind zwei Konkurrenten, die vor 10 Jahren wirklich an den Rande einer militärischen Konfrontation auch gerieten, wo alle diese Aspekte eine Rolle gespielt haben. Rohstoffe, Nähe zu den USA, aber auch Schiiten- und Sunnitentum. Und 2019, auch im Zuge des Kriegs im Jemen, wo beide auf den verschiedenen Seiten standen. Und im Zuge dieser Erfahrung hat Saudi-Arabien aber seine Politik geändert, Iran auch, und hat gesagt, wir müssen jetzt irgendwie miteinander uns ins Benehmen setzen. Man hat sich angenähert, man hat die Botschaften wieder eröffnet. Und Irak war das Land, was dabei vermittelt hat. Denn die Iraker wussten, wenn die beiden Länder sich gegenseitig bekriegen, dann sind wir diejenigen, dann hat das unmittelbare Auswirkungen, negative Auswirkungen auf unsere Stabilität. Noch ein Komplex zur Rolle Deutschlands. Ich muss dann auch. Ich weiß, deswegen nur noch dieser eine Komplex. In den letzten Tagen, man kann sagen, eigentlich in den letzten 2-3 Tagen, ist die deutsche Haltung, die Haltung der Bundesregierung, was eine Beteiligung bzw. Nichtbeteiligung an militärischen Interventionen angeht, relativ deutlich geworden, deutlicher als vorher. Hat dich das überrascht oder ist das eine unausweichliche Konsequenz in der Dynamik der Verhältnisse? Ich glaube, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Das ist eine unausweichliche Konsequenz, weil das eine ist ja, sich zu dem Krieg zu positionieren und zu sagen, wir sind dafür, dagegen, wir lehnen ihn ab, wir betrachten das als Völkerrechtsbruch oder wir finden es gut, trotz der juristischen Erwägungen. Das andere ist aber, wenn man direkt aufgefordert wird, jetzt bitte stellt Truppen. Also wenn ich richtig informiert bin, haben wir einen Verfassungsartikel, der das auch verbietet, sich einem solchen Krieg anzuschließen oder zumindest sehr, sehr problematisch macht und man definitiv für so etwas die Zustimmung des Bundestages haben müsste und es ist nicht sehr realistisch, dass die erteilt würde. Also insofern hast du ja auch gesehen, die Europäische Union hat dann in einem Moment großen diplomatischen Geschicks gesagt, wir haben ja die Militärmission Aspides, Roten Meer. Theoretisch, wenn die Mitgliedstaaten das wollen, dann kann man die ja ausweiten. Ja. Was hat die EU damit gemacht? Gezeigt, was ihr politisch entscheidet, ist eure Sache. Wir hätten die Instrumente. Also eine Rollenverteilung, wo man auch wusste,
Mitgliedstaaten werden da wahrscheinlich werden das nicht machen. Soll Deutschland, wurde ja von Spanien heftig kritisiert, nachdem Spanien den USA untersagt hat, spanische Stützpunkte zu nutzen. Spanien hat Deutschland als Vasall der USA bezeichnet. Ich verbinde das, und das ist jetzt wirklich die letzte Frage, die gekommen ist. Mal angenommen, du wärst Berater der Bundesregierung und von deiner Expertise würde es abhängen, wie die nächsten Schritte sind. Sollte Deutschland versuchen, den USA die Nutzung von Rammstein für Zwecke dieses Krieges zu verbieten? Das fällt überhaupt nicht in meine Expertise, denn ich bin der Ostexperte, nicht Rheinland-Pfalz-Experte. Zweitens bin ich kein Völkerrechtler. Drittens habe ich zur Kenntnis genommen, was der Regierungssprecher, ich glaube Thilo, gesagt hat, nämlich wir haben da keine völkerrechtlichen Beanstandungen diesbezüglich. Viertens gebe ich zwar ab und zu Ratschläge, aber bin kein Berater der Bundesregierung. Und ich denke, vor all diesem Hintergrund müsste man wahrscheinlich abwägen, was das dann konkret für die Unterstützung der europäischen Sicherheit seitens der Amerikaner bedeuten würde. Weil das wäre anders als eine rhetorische Kritik oder eine Ansage, wir machen bei dem und dem Krieg nicht mit, ein tatsächliches Eingreifen in die amerikanischen Operationen, die wahrscheinlich sich auf den Krieg in der Ukraine auswirken würden. Insofern bin ich diesbezüglich sehr froh, dass ich nicht der Berater der Bundesregierung bin. Dankeschön, Daniel. Danke dir. Für deine Expertise, Entschuldigung deine für diese Geduld. Politiker-Antwort, aber ja, ich weiß wirklich keine Antwort darauf. Ja, das ist ja auch legitim. Du hast ja überall da, wo du Antworten geben konntest, sie dann auch gegeben. Dann ist es auch okay zu sagen, nee, da kann ich nicht. Also danke dafür. Ja. Danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung, ohne die es das Format nicht gäbe, wer im vergangenen Monat dabei war. Jetzt im Abspann und wir sehen uns, wenn ihr wollt, bald wieder. Tschüss dann.